Moin, Ladies and Gentlemen. Ich darf euch wieder recht herzlich zu einem sehr umfangreichen Airsoft-Video begrüßen. Und ja, ich weiß, viele warten auf die ICS Tomahawk, die ist auch schon soweit fertig. Aber ich werde heute nochmal ein Video vorziehen, denn ich denke einfach, die Modelle werden so ein bisschen so ein Highlight dieses Jahr sein und werden entsprechend natürlich deutlich mehr Aufrufe generieren, wie jetzt die Tomahawk. Dementsprechend, wie gesagt, wer auf die Tomahawk wartet, noch ein paar Tage Geduld bitte. Also, um was geht's heute? Ihr habt es vielleicht bei Taiwan Gun schon vor einigen Monaten schon gesehen und habt es auch in der PTB-Liste bei Bigadi schon lesen können vor 3 oder 4 Monaten. Es kommen eben ja HK417 Modelle von E&C und die sind jetzt eben auch in Deutschland verfügbar. Bedeutet, ihr könnt hier sehen, hierbei handelt es sich letztendlich um eine HK417A3, schimpft sich eben entsprechend SMR17, da das Ganze natürlich ohne Lizenz kommt, also komplett blank ist, keine Original-HK-Lizenz vorzufinden. Aber auch hier von der technischen Seite doch ein bisschen interessanter wie die relativ klassischen VFC-Modelle. Bedeutet, ihr habt hier die A3-Variante, bedeutet der gesamte Bolt Catch natürlich beidseitig nutzbar, vom Schützen aus rechts, links, genauso der Magazinauswurf und natürlich auch der Feuerwahlhebel ebenfalls beidseitig nutzbar. Das ist eben, wie gesagt, einmal diese SMR17-Variante. Und vielleicht ein ganz wichtiger Punkt schon mal vorweg, da wir eben im Discord damals, als die Modelle bei Taiwan Gun verfügbar waren, schon ein bisschen drüber diskutiert hatten, die Buffer Tube auf den Bildern oder bei der Taiwan Gun Version war eigentlich falsch. Das sah irgendwie ein bisschen lachhaft aus. Wenn ihr aber jetzt hier mal herschaut, hier ist bereits die korrekte Buffer Tube verbaut. Also ich gehe davon aus, dass diese Modelle jetzt bereits schon seitens E&C in der nächsten Generation sind. Denn wie gesagt, wenn ihr das mal vergleicht, die Taiwan Gun Version hat eine ganz normale AR-15 Buffer Tube hinten drauf mit dem kleinen Schaft von der HK416A5. Und das passt halt vom Kaliber und von der Gehäusegröße passt es absolut nicht zusammen. Also es sieht ein bisschen lachhaft aus. Hier, wie gesagt, vermutlich schon in der nächsten Generation hier eben die korrekte Buffer-Tube-Größe bei beiden Modellen dran verbaut. Also das passt schon mal und jetzt werdet ihr euch denken, ja gut, eine 417, schön und gut, was ist denn diese SMR28? So, SMR28, wie beschreibe ich euch das? Eigentlich auch eine 417A3, aber als Mods-Prügel, als DMR-Prügel. Wie beschreibe ich es? Letztendlich ist es so ein bisschen eine Mischung, muss ich sagen. Also es ist keine M110. Ja, es ist auch hier letztendlich dieser Geissli-Vorderschaft dran, diese M-Lok-Vorderschaft von der M110. Auch der Schiebeschaft hinten ist letztendlich von der M110. Aber der Receiver ist dann wiederum eben von der 417A3. Wer das nicht weiß, kleine Unterschiede oder Merkmale könnt ihr hier zum Beispiel sehen. Die M110 hat zum Beispiel keinen Forward Assist. Dieses Modell hat einen Forward Assist und auch vom Schützen aus auf der linken Seite könnt ihr hier erkennen, da hat das Modell über dem Verschlussfanghebel diese Schutzabdeckung, nenne ich es jetzt einfach mal. Und auch diese hat die M110 nicht. Also ich würde es weder G28 nennen, noch M110. Wie gesagt, nennen wir es einfach mal vielleicht 417 Recon oder sowas. Kommt schon sehr nah an eine M110 ran, aber nicht komplett. Also sehr moderne 417 mit M-Lok-System, nennen wir es einfach mal so. Und ansonsten von der technischen Seite natürlich exakt identisch wie die 17er-Varianten, nur eben anderer Schaft, längeres Rohr und eben der M-Lok-Vorderschaft. Ansonsten Federschnellwechselsystem, EFCS, beidseitige Bedienbarkeit, alles exakt identisch. So, und ihr seht eben auch das Ding in schwarz natürlich auch erhältlich im Vergleich zum Beispiel zur VFC M110, die ist ja nur in diesem Perlgold verfügbar. Das Modell gibt es halt auch in schwarz. So, und wie gesagt, die Perlgold-Versionen habe ich auch noch bekommen. Die halte ich euch jetzt auch noch kurz in die Kamera, denn gerade das finde ich unheimlich interessant. Eine 417A3 in Perlgold oder halt in RAL. Und das finde ich schon sehr ausgefallen. So ein Modell hat man bis jetzt auf dem Airsoft-Markt eigentlich noch nie bekommen. Also weder von KWA noch von VFC ist, glaube ich, soweit mir bekannt ist, das erste Modell eben eine 417 in diesem Perlgold. Sieht auch sehr, sehr schick aus und werden sich definitiv einige Leute darüber freuen, denke ich mal. Und natürlich auch, so jetzt geht mir gleich der Platz aus,
Und natürlich auch das lange Oschi-Teil, die SMR 28, ist natürlich auch in Perlgold letztendlich verfügbar. So, und um diese 4 Modelle, wie gesagt, wird es heute einmal gehen. Sehr, sehr modern wieder, sehr schön umgesetzt das Ganze, gerade von der technischen Seite. Denn hier natürlich, es ist, wie im Vorfeld vielleicht mitbekommen, es ist keine V2 Gearbox drin, sondern eine V2.5. 19 Zahnsystem, großer Zylinder drin, viel Volumen und dementsprechend könnt ihr durch die Modelle auch locker 0,45 Gramm BBs vollständig durchdrücken. Also Leute, es wird vermutlich brutal lang gehen, gibt einiges drüber zu erzählen. Macht euch vielleicht ein Fässchen auf und los geht's. Beginnen wir dieses Video zunächst mit dem Lieferumfang und dieser ist nahezu identisch wie bei allen anderen Modellen, die man von E&C oder auch von Syma zum Beispiel bekommt. Bedeutet, ihr habt zunächst mal eine kleine Gebrauchsanweisung dabei. Und ja, auch hier hat sich der liebe Chinese leider keine Mühe gemacht, um diese extra für das Modell anzupassen, sondern sie legen halt einfach ihre Standardanleitung bei für eine AR15. Natürlich, die Bedienbarkeit ist exakt identisch. Feuerwahlhebelsystem, Magazinauswurf, Bolt Catch und so weiter, Hop-Up einstellen, das passt schon. Aber jetzt eine spezielle Anleitung, vielleicht sogar mit Explosionszeichnung und mit Federschnellwechselsystem, wäre vielleicht angebracht gewesen. Also hier bei dem Thema Anleitung ein bisschen ausbaufähig. Ich werde euch natürlich das Modell einmal im Detail erklären. So, dann war bei mir noch jeweils ein Chronoprotokoll dabei von Begadi. Da haben sie die 17er haben sie gekront mit 1,6 bis 1,7 glaube ich und die 28er mit 1,7 bis 1,8. Ich werde aber natürlich für euch selbst Chronotests filmen, jeweils mit 0,2, 0,3 und vielleicht noch 0,45er oder halt so. Wie gesagt, sprechen wir später drüber. Dann habt ihr im Karton noch enthalten, sehr schön, 2 Midcap-Magazine und die sind qualitativ auf einem exakt identischen Niveau wie die VFC-Magazine. Bedeutet auch hier so ein rauchiger Acrylkunststoff mit solchen Dummy-Rounds innen drin, also so Fake-Patronen im Messing gehalten. Sieht unheimlich geil aus. Der einzige Unterschied, der mir wirklich aufgefallen ist, dass E&C hier unten nicht kein Aufkleber drin hat, wo die Feder quasi nachgebildet wird sozusagen, sondern das ist halt blank. Bei VFC habt ihr noch einen Aufkleber drin, da seht ihr so die Feder. Ist hier nicht der Fall. Ansonsten wunderschöne Magazine und kosten gerade mal 19 Euro. Das ist eine Ansage. Und wie gesagt, hier sind 2 Stück pro Knifte dabei. Und was ihr auch schon sehen könnt, bei der schwarzen Variante Magazinboden in schwarz und bei den RAL-Versionen oder bei dem Perlgold jeweils der Magazinboden in Coyote bzw. in FDE gehalten. Also auch hier je nach Farbe unterschiedliche Magazinböden eben dabei und 2 Stück. So, und dann ist letztendlich nur noch ein handelsüblicher Speedloader dabei, den braucht ihr, um die Magazine zu befüllen, das ist in Ordnung. Was ihr aber auch vielleicht sehen könnt, was ein bisschen fehlt, auch wenn man den ganzen Karton auf den Kopf stellt, es ist kein Laufreinigungsstab enthalten. Das finde ich ein bisschen schade. Speedloader und Laufreinigungsstab sind in meinen Augen Cent-Artikel und braucht eigentlich jeder Spieler. Und natürlich, wer schon die ein oder andere Airsoft zu Hause hat, der hat auch wahrscheinlich schon 3, 4 Reinigungsstäbe zu Hause. Wer aber neu ist im Airsoft, sollte definitiv darauf achten, dass er sich einen Laufreinigungsstab besorgt. Denn so ein Lauf mal durchputzen nach dem Spiel ist eigentlich Pflicht. Wie gesagt, hätte man hier für ein paar Cent gerne noch ergänzen können. Ein kleiner Nachtrag noch zum Lieferumfang. Wie gesagt, ich habe jetzt 4 Modelle bekommen und alle 4 Modelle haben diese Aufkleber drauf. Einmal so ein CE-Zeichen irgendwie von Begadi. Der Aufkleber ist easy, den könnt ihr einfach wegziehen. Also der hält nicht wirklich gut, das ist in Ordnung. Was mir allerdings ein kleines bisschen auf den Zeiger ging, das ist dieser E&C-Aufkleber vom Schützen aus auf der rechten Seite beim Magazinschacht. Wenn ihr den weggrubbelt, werdet ihr euch plagen, das verspreche ich euch. Bedeutet, ihr zupft den mit dem Fingernagel weg und das Ding zerreißt euch sofort. Was ich jetzt bei den anderen Modellen getestet habe, nehmt ein Feuerzeug, macht den Magazinschacht von innen genau an der Stelle, wo der Aufkleber ist, macht es ein kleines bisschen heiß innen drin und dann löst sich der Aufkleber komplett ohne Rückstände zu hinterlassen. Andernfalls müsstet ihr dann quasi runterpopeln, runtergerubbeln und dann später mit WD-40 nochmal drüber, damit sich diese Kleberreste lösen.
Und wie gesagt, das ist sehr, sehr nervig, finde ich. Dementsprechend nimmt ein Feuerzeug und genau gegenüber vom Aufkleber innen drin macht einfach den Magazinschacht kurz ein bisschen warm. Nicht übertreiben, das Zeug soll nicht schmelzen, also nicht mit einem Bunsenbrenner oder so. Einfach kurz ein bisschen erwärmen, dass sich der Kleber einfach löst. So, und wenn ihr das Ganze innen drin warm gemacht habt, dann aufpassen, könnt heiß sein, je nachdem wie lange ihr draufgehalten habt. Aber ihr werdet dann feststellen, dass sich dieser Aufkleber ultra leicht und ohne Rückstände entfernen lässt. Wie gesagt, Aufkleber könnte E&C vielleicht auch mal updaten, dass sie auch wie der Begadi-Aufkleber so eine leichte Klebefläche verwenden. Der geht super einfach zum Entfernen, der da ist ein bisschen nervig runterzubekommen. Dann lasst uns anschließend noch kurz die technischen Daten durchsprechen. Datenblatt blende ich euch pro Knifte wieder drüben ein, falls das jemanden interessiert. Kurz bei der 28er oder bei der SMR 28er auch hier wieder. Natürlich, das Modell hat auch wieder von Geissele diesen sehr stark aufgefressenen Aluminiumvorderschaft mit M-Lok komplett einmal außenrum. Und dementsprechend könnt ihr es eben drüben vom Gewicht her sehen, auch das Modell, auch wenn es eine Mods-Kanone ist, vom Gewicht her nicht so schwer. Also selbst wenn ihr dann LPVO oben drauf habt, sie ist nicht so wuchtig wie damals das G28 zum Beispiel. Also deutlich, deutlich leichter und etwas, ja, ein bisschen schöner zum Handeln, muss ich sagen. Also auch hier vom Gewicht sieht schwerer aus, als er eigentlich ist. Dann natürlich die Lauflänge, die ist hier exakt identisch wie zum Beispiel bei der VFC M110, 440 mm, 603 mm Innendurchmesser. Aber eben das Positive, große Gearbox drin, V2.5, großer Zylinder, 19-Zahn-System und wir kommen hier auf ein Verhältnis von 2,3:1. Bedeutet im Vergleich zur VFC, wo nur eine V2-Gearbox drin ist, könnt ihr hier eben out of the box problemlos 0,4, 0,45 Gramm BBs vollständig durchbeschleunigen durch den Lauf. Ihr verliert also bei schweren BBs keine Energie. Zeige ich euch natürlich später auch im Chrono. Vielleicht ganz kurz noch ein Punkt zur 28er, spreche ich auch später noch mal kurz an, denn das müsst ihr ein bisschen hören. Hier verbaut E&C eine andere Mündungsbremse wie bei der 17er Version. Und leider aufgrund des Designs, daher das so stark aufgefräst ist, kennt ihr bereits von anderen Modellen auch hier wieder diese typische Stimmgabel vorne drauf. Bedeutet, nach jedem Schuss vibriert es ein kleines bisschen und klingelt ein kleines bisschen. Wie gesagt, Standard 14 mm Linksgewinde, wen das stören sollte. Ich meine, manche mögen das ja, dass er so kurz klingelt, wenn sie schießen. Okay, ich mag es nicht. Wen das stören sollte, runterschrauben, andere drauf machen. Fertig. So, von der Energieabgabe sehr stimmig umgesetzt, muss ich sagen. Beide Modelle. Es macht sich aber aufgrund des hohen Volumens natürlich auch die Lauflänge extrem bemerkbar. Das werdet ihr dann gleich im Chronotest sehen. Bedeutet hier natürlich aufgrund der Lauflänge mit 440 bekommt er bei gleicher Federstärke, gleiche Zylinder, bekommt er hier natürlich etwas mehr Energie raus. Schauen wir uns das Datenblatt der SMR 17 auch noch kurz an. Und hier seht ihr zunächst mal, der Unterschied vom Gewicht her sind gerade mal 300 Gramm. Obwohl eigentlich die SMR 28 deutlich größer ist oder deutlich länger ist wie die 417. Aber hier eben der Unterschied, bei der 417 habt ihr eben dieses klassische Rail-System dran oder den klassischen Vorderschaft, wie man einfach von dem Modell kennt. Also nicht dieses ganze moderne Zeug mit M-Lok-System oder Keymod oder Pipapo aufgefräst. Nein, hier ganz klassisch, wie damals von HK einfach gefertigt wurde, ein Quad-Rail-System. Ihr habt also außenrum komplett Montageschienen, 21 mm Picatinny und dementsprechend aber auch am Vorderschaft nahezu das exakt identische Gewicht wie bei der 28er mit dem M-Lok-System. Wie gesagt, da ist einfach mehr Material drauf und dementsprechend hier relativ wenig Unterschied vom Gewicht her. Auch der Schaft ist ein kleines bisschen schlanker gewählt bei der Variante, macht aber vom Gewicht auch keinen großen Unterschied. So, auch hier anzusprechen, ganz normales 14 mm Linksgewinde, daher diese Version oder die 17er natürlich nicht so brutal lang ist, wäre es hier natürlich problemlos auch möglich, nochmal einen Schalli zu installieren oder einen Tracer. Das ist bei der 28er halt schon sehr stark Geschmackssache. Ich meine, wenn ihr so eine lange Knifte habt und dann nochmal einen Schalli vorne drauf, das Ding wird halt brutal lang. Wäre hier vielleicht ein bisschen angebracht, da habt ihr natürlich auch Standard 14 mm Linksgewinde vorne. Jetzt habe ich euch gerade das Volumen oder das Verhältnis von der 28er schon angesprochen. Lasst uns auch hier schon mal vorab drüber sprechen. Jetzt haben wir hier natürlich bloß eine Lauflänge von 340 mm, also 100 mm kürzer wie bei der 28er. Dementsprechend kommen wir bei dem Modell auf ein Verhältnis von 2,9:1.
Also auch hier stopft Kugeln rein, was ihr wollt. Die werden komplett vollständig durchgedrückt. Und natürlich aufpassen, aufgrund des großen Volumens werdet ihr je Kugelgewicht, je schwerer ihr geht, mehr Energie rausbekommen. Seht ihr dann auch gleich im Chrono. Also nicht wundern, dass wenn ihr chront mit 0,2 Gramm und denkt euch dann, wie 1,6 Joule, das ist aber ein bisschen wenig für so ein Modell, oder? Ja, dann packt mal 0,3 oder 0,32 rein, da seid ihr ganz schnell oben bei 1,8 bis 1,9 Joule. Also aufpassen beim Chronen, je schwerer ihr von den BBs geht, desto höher wird die Energie aufgrund des großen Volumens. Ist also gerade für schwere BBs sehr gut geeignet. Beide Modelle. Und bevor wir jetzt gleich uns den Chrono anschauen, auch noch ein Punkt, der mir wieder aufgefallen ist. Auch macht sich das Volumen beim Chronen bemerkbar beim Thema Hop-Up. Bedeutet, chront ihr das Hop-Up auf 0, habt ihr teilweise 0,2 Joule weniger wie mit eingestellten Hop-Up. Dementsprechend habe ich meine Chronotests für euch alle mit eingestellten Hop gechront. Denn wie gesagt, da seid ihr einfach größer, da sich das Luftpolster hinter der BB erstmal aufbauen kann, bevor das Ganze aus der Patchfläche abgeschossen wird. Also wie gesagt, mit eingestellten Hop-Up Chrono das Ganze ein bisschen höher. Der Chronotest SMR28 mit der Neptun. Somit haken wir den Chronotest ab und jetzt lasst uns im Detail nochmal auf Energieabgabe und vor allem Hop-Up eingehen, denn es hängt alles ein kleines bisschen zusammen. Ihr habt es jetzt auch gerade im Chronotest gesehen, ich habe euch noch einen Chronotest gemacht mit einer verbauten und eingestellten Neptun Hop-Up-Kammer und lag mit der sogar out of the box ein bisschen höher. Bedeutet, gleiche Feder drin, gleiches System, nichts geändert, nur Hop-Up-Kammer getauscht, gleiches Packing und war dann um 0,12 oder so ein bisschen höher wie out of the box bei 0,43 Gramm BBs. Also hier sieht man, dass die Original-Hop-Up-Kammer zwar super funktioniert, aber von der Abdichtung, wenn es zu schwer wird von den Kugeln,
irgendwo minimalst ein kleines bisschen Luft verliert. Wie gesagt, das macht sich aber wirklich nur bemerkbar, wenn ihr eben auf 0,4, 0,45 Gramm bbs hochgeht. Spielt ihr 0,36, merkt da gar keinen Unterschied drin. Also dann Kron das exakt identisch. So, lasst uns aber erst über Energie sprechen. Jetzt habt ihr es gerade gesehen oder wie auch gerade schon bei den technischen Daten angesprochen. Ihr habt einfach den großen Vorteil V2.5 Gearbox. Und je schwerer ihr geht, desto mehr Energie drücken die Kniften einmal durch. Und das denke ich, das ist auch das Hauptmerkmal heute, was einen Pluspunkt geben wird. Denn das war bei den VFC-Versionen oder bei der M110 zum Beispiel, war das meiner Meinung nach ein bisschen ein Kritikpunkt. Da seid ihr einfach vom Volumen extrem am Limit gewesen und die Kugel wurde einfach nicht vollständig durchbeschleunigt, wenn ihr vom Kugelgewicht zu hoch gegangen seid. Hier bei den Modellen müsst ihr euch eigentlich über das Volumen absolut keine Gedanken machen. Also unheimlich viel Luft oder unheimlich viel Volumen für schwere bbs vorhanden. Dann aber, wie auch schon angesprochen, ich wiederhole es nochmal ganz kurz, passt auf, je nachdem, was ihr auf dem Spielfeld kront, im besten Fall immer mit dem Kugelgewicht, was ihr auch spielt. Denn ihr habt es auch gesehen, kront ihr nur mit 0,2, habt ihr ganz schnell mal 0,3 Joule weniger Energie drauf, wie wenn ihr mit 0,3 oder 0,45 Gramm kront. Also gerade für Spielfeldbetreiber, wenn mal jemand mit so einem Ding da irgendwie an Chronostand hinlatscht, immer das Krone, mit dem auch gespielt wird vom Kugelgewicht. So, und dann lasst uns eben über Thema Hop-Up sprechen. Ich habe es vorhin schon gesehen, ihr habt natürlich Bolt Catch mit Funktion auf beiden Seiten, lockt schön hinten. Und im inneren Bereich habt ihr die ganz normale Hop-Up-Kammer von E&C im Rotary, die ihr vielleicht bereits kennt und die wir uns abschließend natürlich nochmal im demontierten Zustand anschauen werden. Und da muss ich euch sagen, das ist sogar eine der besten Hop-Up-Kammern out of the box, auch wenn das Ding so eine 5-6 Euro Hop-Up-Kammer aus Plastik ist, aber sie funktioniert gerade im Vergleich zu der Syma Hop-Up-Kammer oder auch zur VFC Hop-Up-Kammer deutlich besser. Bedeutet, ihr habt keine Rasterung drin in dem Rädchen, sondern das gesamte Rädchen läuft über den O-Ring, relativ schön straff, aber ihr könnt es einfach unheimlich präzise und fein einstellen. Und das auch mit Handschuhen. Bedeutet, ihr müsst da nicht drücken wie so ein Schmied, dass ihr irgendwie über die Rasterung weiterkommt, dann macht er mal 2-3 Klicks zu viel. Nein, ihr könnt die Hop-Up-Kammer wirklich im 0,1er-Bereich unheimlich sauber und stufenfrei einstellen. Und das ist wichtig, denn ihr findet einfach dann auch mit schweren bbs, ihr findet den Sweet Spot einfach sehr schnell. Wisst ihr schießt dann merkt ihr, ach, ich gebe noch ein kleines bisschen, so ganz fein, vielleicht nochmal 0,2 mehr oder drehe einfach noch ein ganz kleines bisschen weiter. Zack, schießen, da ist der Hop, dann passt es einwandfrei. Also hier vom Thema Hop-Up, ja, es ist eine günstige Hop-Up-Kammer, funktioniert aber wirklich tadellos. Dann habe ich für euch natürlich auch nachgeschossen, einmal mit 0, also ich bin nicht auf 0,2 runtergegangen, ich habe 0,3er geschossen, ich habe 0,36 geschossen und ich habe 0,43 Gramm geschossen. Denn hier verbaut Begadi auch wieder ihr Begadi Fly 5 Hop-Up Bucking in 60 Shore. Das ist schon mal sehr gut, denn das passt auch zu der relativ hohen Energie, muss man sagen. Nutzt sich also nicht so schnell ab wie ein recht weiches Bucking. Und das Ganze funktioniert bis 0,36 wirklich hervorragend. Und sogar 0,43 Gramm bekommt ihr sauber gehoppt. Aber die Patchfläche ist natürlich, ich würde es vergleichen mit einem Flat Hop. So ein Maple Leaf, Macaron, Super Macaron, da würde ich dieses Fly mit einstufen ungefähr. Und da merkt ihr, bei 0,36 funktioniert es super und auch vom Chrono her mit eingestellten Hop seid ihr immer noch recht hoch von der Energie. Wenn ihr dann aber den Hop einstellt auf 0,43 Gramm und dann nochmal nachkront, dann verliert ihr ein kleines bisschen an Leistung oder ein kleines bisschen an Energie. Bedeutet, die Patchfläche baut für die sehr schweren bbs fast ein kleines bisschen zu wenig Reibung auf. Da wäre meine Überlegung, wenn ich in dem Modell wirklich 0,45 Gramm bbs spielen möchte und das auch bei einer gleichbleibend hohen Energie, dann wäre vielleicht sogar die Option von einem R-Hop-Bucking, wäre vielleicht eine Option mal zum Testen. Also irgendwie so ein MAG oder vielleicht ein Flamingo-Bucking oder sowas, damit ihr einfach bei so schweren bbs, wenn ihr den Hop eingestellt habt, weniger Energie verliert. Aber wie gesagt, das ist wirklich nur relevant, wenn ihr alles über vielleicht 0,4 Gramm bbs wirklich verwenden wollt. Würde es sich vielleicht in so einem Modell sogar anbieten. Aber wie gesagt, das funktioniert wirklich super. Der Streukreis ist klasse, da können wir gar nicht meckern. Reichweite, klar, ist vorhanden und Hop funktioniert wirklich tadellos. So, gut, dann Bolt Catch, wie gesagt, könnt ihr ganz normal links oder rechts lösen. Je nachdem funktioniert natürlich komplett beidseitig.
Lasst uns anschließend weitermachen mit den Allgemeininformationen. Hier versuche ich euch wieder so viel Informationen wie möglich reinzupacken. So kleine Details natürlich später nochmal in der Nahaufnahme bei der Verarbeitungsqualität. So, beginnen wir bei der SMR17 oder bei dieser HK417A5. Und hier lasst uns zunächst mal ganz kurz über den Farbton sprechen, denn den hat RME&C wie damals auch schon bei der SMR16 wirklich sehr gut getroffen. Bedeutet, er weicht ein kleines bisschen ab zum M110 von VFC, aber auch der Farbton ist wiederum nicht exakt identisch wie zur 416A5. Bedeutet, die M110 ist deutlich grünlicher. Und hier habt ihr einfach wieder den ganz klassischen Look von HK, so wie bei der 416 von VFC. Bedeutet dieses Perlgold leicht ins Grünliche gehend und auch nicht so stark glänzend oder reflektierend, wie wir damals bei der EC25 hatten. Und wer das Modell noch kennt, da oben hängt sie übrigens, da war das Perlgold ein bisschen gelblicher, also eher ins Gold gehend, und hier ist er eben wieder ein bisschen eher ins Grünliche gehend. Aber da muss ich sagen, das hat E&C wieder wunderschön nachgebildet und getroffen, den Farbton, und auch das Ganze komplett pulverbeschichtet. Bedeutet, ihr habt jetzt auch nicht das Phänomen oder was halt auftritt, wenn sie jetzt den Receiver beschichten und in Vorderschaft dann eloxieren, dann habt ihr meistens zwei unterschiedliche Farbtöne. Das ist hier bei den Modellen eben nicht der Fall, denn der gesamte Receiver wie auch der Vorderschaft sind komplett pulverbeschichtet und dadurch habt ihr einfach bei beiden Bauteilen exakt den gleichen Farbton. Wie gesagt, sehr, sehr gut getroffen, nicht zu hell, nicht zu dunkel und sieht einfach wieder sehr, sehr geil aus. Habt ihr auch wieder diesen seidenmatten, metallischen Look ein bisschen drin. Wirkt also von der Oberfläche, als wären so ganz feine Metallflakes in der Beschichtung mit drin. Sieht unheimlich schön aus, muss ich sagen. So, fangen wir vorne an. Ich habe euch jetzt gerade vorhin schon kurz angesprochen bei der technischen Seite. Die 417 sage ich immer. Die SMR17 hat eine andere Mündungsbremse drauf wie die 820er. Hier seht ihr, das ist eher ein bisschen so eine klassische Mündungsbremse, wie man es von AA15 Modellen kennt, ist aus Aluminium gefertigt, CNC gefräst und wird natürlich über einen kleinen Gewindestift auf dem Gewinde gehalten. Bedeutet, möchtet ihr einen Tracer oder Schalldämpfer Attrappe montieren, aufpassen, Gewindestift losschrauben und erst dann das Ganze runterschrauben. Ansonsten macht das Gewinde kaputt. Dadurch habt ihr aber aufgrund des Designs von der Mündungsbremse, habt ihr bei diesem Modell nicht dieses Klingeln, wie ihr bei der anderen dann habt. Zeige ich euch, wie gesagt, später. Also hier ein bisschen, vom Klang her vielleicht ein bisschen schöner. Hätten sie gerne diese auch bei der 820er verwenden können. Was ihr dann vielleicht auch schon seht, natürlich, es ist im Original ein Kaliber 762 und entsprechend habt ihr auch einen sehr, sehr fetten, einteiligen Outer. Das macht E&C im Allgemeinen immer sehr gut, auch bei den AR15 Modellen, sehr dickwandig das Ganze, und dementsprechend habt ihr natürlich auf dem ganzen System, egal ob bei der 17er oder bei der 820er, habt ihr da null Spiel drauf. Also selbst, wie gesagt, selbst bei dem M-Log-System, da wackelt nichts, da schwingt nichts oder sowas. Das ist einfach ein richtig schönes, fettes Rohr. Also auch hier, wie gesagt, einwandfrei, haltbar, wackelt nicht, schwingt nicht, top. So, und dann könnt ihr auch sehen, was ich auch wieder sehr schön finde, auch bei einem China-Hersteller, es ist das gesamte Gassystem vollständig nachgebildet. Also genauso wie bei der Arcturus, genauso wie bei der VFC-Variante, habt ihr eben bei beiden Modellen auch wieder gesamten Gasblock vorne dran und im inneren Bereich. Obwohl man es jetzt hier sogar nicht mal irgendwie sieht, habt ihr auch das gesamte Gassystem innen nachgebildet und vorhanden. Wie gesagt, sieht man nicht mal, hätten sie darauf verzichten können, hätten sie ein paar Euro sparen können. Aber nein, gerade für Leute, die Wert auf sowas legen, ist eben vorhanden, und zeige ich euch später bei der langen Version. Da könnt ihr es wenigstens sehen, bei der 17er nicht. So, dann der Vorderschaft. Der hier ist letztendlich auch aus dem Aluminiumprofil gefertigt. Also genauso wie bei VFC letztendlich auch. Kommt das Ganze aus einer Art Extruder raus. Als Endlosprofil wird dann gesägt und wird dann letztendlich gefräst. Das ist von der Qualität vollkommen in Ordnung. Und man merkt eben auch, dass er gefräst ist, da alle Kanten von der Picatinny komplett scharfkantig sind. Kommt das Ganze aus der Gussform raus, sind sie eher abgerundet und nicht so scharf. Das zeige ich euch dann auch kurz bei der 820er, denn da ist das Ganze ein bisschen anders produziert. Also hier gefräst und von der Qualität wirklich hervorragend. Auch natürlich hier oben habt ihr HK typisch
wieder diese kleine Nase dran, die in den Upper Receiver bei der Rail reingreift, damit das Ganze eben nahtlos ist und entsprechend auch nicht irgendwie sich verdrehen kann. Wird also sauber und fest arretiert. Allgemein muss ich auch sagen, die Arretierung ist bombenfest. Ihr habt hier eine große, fette, massive Barrel Nut unten drunter aus Aluminium. Die ist aber wirklich gut zugezogen. Also da braucht ihr wirklich ein AR-15-Tool und vermutlich auch einen Hammer, um ein bisschen nachzuhelfen, damit ihr die aufbekommt. Und auch wenn ihr jetzt diese 2 Stahlschrauben unten löst, die Klemmung, auch die Passgenauigkeit vom Vorderschaft auf der Barrel Nut ist ebenfalls hervorragend. Bedeutet einfach Schrauben raus und dann abziehen. Ist nicht. Also ihr müsst Schrauben raus, gut festhalten und dann mit aller Gewalt ein bisschen hin und her noddeln und machen und tun, damit sich der Vorderschaft überhaupt von der Barrel Nut löst. Also das ist von der Passgenauigkeit wirklich sauber umgesetzt. Wirklich hervorragend, kann man gar nichts kritisieren. Dann lasst uns weitermachen beim Receiver. Ihr seht, es ist wie gesagt ein A3 Receiver, bedeutet komplett beidseitig nutzbar. Nicht wie die alten Modelle noch einseitig, sondern ihr seht wie bei der 416 A5 auch, habt ihr eben den Bolt Catch Lever vom Schützen auf der rechten Seite. Die Modelle sind vollständig beidseitig vom Feuerwahlhebel nutzbar. Natürlich Semi-Only, ist klar, aber für Ausländer nein. Für Zuschauer Österreich, Schweizer, wer das Ganze eben umbauen möchte, wenn er denn darf, Ganze natürlich auch umschaltbar auf Full Auto. Bei uns in Deutschland funktioniert halt einfach nicht. Aber wie gesagt, das Ganze beidseitig nutzbar, funktioniert auf beiden Seiten. Und auch der Magazinauswurf entweder vom Schützen aus auf der Seite zu benutzen oder vom Schützen aus auf der linken Seite ebenfalls zu benutzen. Also komplett Ambidex, ist sehr, sehr geil. Wenn wir jetzt gerade schon bei dem Feuerwahlhebel waren, hier ist mir ein Punkt bei allen Modellen aufgefallen. Und zwar, wenn ihr die Modelle auspackt und das erste Mal betreibt, werdet ihr feststellen, die Feuerwahlhebel laufen sehr straff. Also die laufen wirklich nicht schön. Ich hatte mir sogar schon notiert, dafür einen Neutralpunkt oder sogar einen Kritikpunkt zu geben. Aber wenn ihr das Ganze ein paar Mal umschaltet, dann werden die butterweich. Also ich weiß nicht, woran das liegt, ob sich da irgendwas einarbeiten muss oder irgendwie Fett verteilen muss. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, wenn ihr die Dinger vielleicht 30 Mal umgeschalten habt, dann werden die deutlich leichtgängiger. Und wie gesagt, jetzt funktioniert es wirklich tadellos, aber auch nicht so snappy, wie zum Beispiel das letzte Mal bei dieser Syma CRP9, bei dem kleinen Knuddelteil da. Da ging es richtig klack, 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 klack auf beiden Seiten. Der hier läuft zwar auch wunderbar und ihr könnt schnell und problemlos umschalten. Wenn man aber allerdings langsam bewegt, dann merkt man trotzdem innen drin ganz leicht das Zahnradsystem. Also minimal. Wie gesagt, ich werde es jetzt nicht irgendwie ins Fazit mit aufnehmen, aber ich spreche es an. Das merkt man einfach ein bisschen. Ist letztendlich genauso wie bei anderen beidseitigen Feuerwahlhebeln von anderen Herstellern. Wie gesagt, das hat Syma, kann das vielleicht ein kleines bisschen besser wie E und C. Aber wie gesagt, wenn der mal eingelaufen ist, dann funktioniert das Ding wirklich tadellos und das Ganze eben auf beiden Seiten. So, Bolt Catch, wie gesagt, habe ich euch schon gezeigt, vom Schützen aus rechts eben mit Funktion und natürlich auch vom Schützen aus auf der linken Seite ebenfalls mit Funktion. Also auch hier schön umgesetzt, passt einwandfrei und dementsprechend auch für Linksschützen vermutlich ein sehr interessantes Modell. Ein kleiner Punkt noch zu der Laserung. Ihr seht die einzelnen Feuerwehrpositionen in Piktogrammen aufgebracht, auch farblich weiß und rot gekennzeichnet. Auch im oberen Bereich, die Picatinny ist durchnummeriert von der Laserung, aber die seitlichen Picatinny-Schienen und die unteren leider nicht. Also da hätten sie vielleicht auch noch eine Laserung aufbringen können, eben mit den einzelnen Positionen. Ist jetzt zwar nichts Gravierendes, aber der ein oder andere, der auch ganz penibel aufs kleinste Detail achtet, für den spreche ich es halt einfach an. Wie gesagt, Laserung oder Markierung, Nummern nur im oberen Bereich vorhanden. So, der nächste Punkt ist dann einmal der Speed Trigger. Denn ihr habt auch bei diesen Modellen, wie bei allen anderen E- und C-Modellen, auch die Möglichkeit, den Abzug zu konfigurieren. Bedeutet, wenn ihr jetzt Standard mal herschaut, der Abzug hat jetzt relativ viel Spiel, obwohl das Modell auf sicher steht. Bedeutet, ihr könnt den ganzen Abzug sehr weit hinterdrücken. Wenn ihr dann umschaltet auf halbautomatisch, zieht ihr auch relativ weit und merkt dann im ganz hintersten Punkt, hier ist der Mikrotaster. Bedeutet, ihr könnt auch hier im hintersten Punkt, so im 2 mm Bereich, könnt ihr feuern.
Diesen Weg könnt ihr aber bei den E&C-Modellen über so einen kleinen Gewindestift unten einstellen. Und wie ihr das genau einstellt, das zeige ich euch kurz. Dann vielleicht noch kurz für neue Zuschauer Einstellen des Triggers oder des Abzuges. Ihr könnt bei dem Modell den Abzugweg letztendlich reduzieren. Bedeutet, wenn wir uns das Standard mal anschauen, wir sind hier in der Sicherung drin und haben hier relativ viel Spiel. Seht ihr das? Obwohl wir auf sicher sind. Wenn wir dann umschalten auf halbautomatisch, merken wir, dass hier hinten der Mikrotaster kommt. Aber wir können also hier im hinteren Bereich letztendlich ganz, ganz fein triggern. Bei solchen Modellen triggert man normal nicht wie so ein Geisteskranker. Ist in Ordnung. Aber wer einfach den Abzugsweg zum Mikrotaster reduzieren möchte, kann das über diesen einstellbaren Gewindestift letztendlich. Bedeutet ganz wichtig, bevor ihr überhaupt irgendwas macht, schaltet das Ding auf sicher. Bedeutet, ihr müsst den Gewindestift immer in der Sicherung einstellen. Und jetzt schraubt ihr den Gewindestift so weit rein, dass ihr auf sicher nur noch minimal Spiel im Abzug habt. Aufpassen, schraubt ihr den zu weit rein und das Ding verklemmt sich, dann kann sich innen drin der Safety Lever verklemmen und dann müsst ihr teilweise das Ding aufmachen. Also wirklich Umdrehung für Umdrehung schrittweise reinschrauben, dass ihr immer noch ein kleines bisschen Luft habt. Schrauben auf keinen Fall bis Anschlag rein. So, wenn ihr jetzt mal herschaut, ich habe jetzt den Gewindestift weiter reingeschraubt und jetzt habe ich quasi auf sicher nur noch ganz wenig Spiel im Abzug drin. Seht ihr das? Und das Spiel braucht ihr aber. Wenn ihr es, wie gesagt, wenn ihr schraubt dann zu weit rein und ihr habt da gar kein Spiel mehr drauf, ist Mist. Wenn wir jetzt aber auf Halbauto umschalten, seht ihr das? Dann ist der Abzugsweg deutlich kürzer. Bedeutet, ihr habt jetzt vielleicht nur noch einen Abzugsweg von vielleicht 6 mm. Und darüber könnt ihr eben, über diesen Gewindestift, könnt ihr den Abzug eben kürzer machen, wenn ihr das möchtet. Das ist immer Geschmackssache. Auf jeden Fall ist die Möglichkeit vorhanden. Somit könnt ihr also den Abzug ganz einfach ein kleines bisschen oder den Abzugsweg etwas reduzieren, wenn ihr das denn möchtet. Ich persönlich finde aber einen Speed-Trigger oder einen Hair-Trigger bei einer 17er, ja okay, wenn man damit schnell spielen will vielleicht. Bei so einer großen 28er, was man als DMR spielt, dann darf der Abzugsweg gerne etwas länger sein. Meiner Meinung nach, da brauche ich nicht unbedingt einen Hair-Trigger. Aber das ist jedem selbst überlassen, könnt ihr eben unten über den Gewindestift einstellen. So, dann habt ihr natürlich auch Kimmy-Korn drauf, ganz normal hinten oben Trommel zum Drehen, kennt ihr von HK typisch, und vorne ganz normal euer Korn eben fix, ist auf jeden Fall vorhanden. Wenn das braucht, lasst drauf, ist in Ordnung. Ihr seht aber zum Beispiel von der Visierhöhe, ich habe jetzt hier so einen UH1-Klon drauf, da geht das Ganze in Ordnung. Ihr solltet also gucken, wenn ihr einen Rotpunkt montiert, dass ihr natürlich über die Kimme oder über die Trommel drüber kommt. Also alles, was eben so UH1-Höhe hat oder auch EO-Höhe, EO-Text zum Beispiel, das geht. Wenn ihr was Flacheres habt oder wenn ihr flacher spielen wollt, dann müsst ihr die Trommel und Korn demontieren. Also losschrauben und vielleicht eine flachere drauf, wenn ihr eine Backup-Visierung benötigt. So, dann geht es erstmal im unteren Bereich weiter. Hier sind zwei unterschiedliche Griffstücke montiert. Ihr könnt jetzt hier sehen, bei der 17er habt ihr diesen ganz klassischen HK-Griff mit dieser Wulst vorne dran. Die 28er wiederum hat auch den HK-Griff, aber ohne diese Wulst vorne dran. Da muss ich sagen, das ist aber nicht ganz so störend wie bei einer AR15, auch wenn man ein bisschen schlankere Finger hat. Ohne Handschuhe fühlt es sich ein bisschen komisch an. Da ist die Wulst ein bisschen im Weg, finde ich. Sobald ihr aber Handschuhe anhabt und die Finger ein bisschen dicker sind, da passt es vom Abstand wieder. Ihr wisst ja, so diese Wulst, mich stört es meistens, aber ich habe halt recht schlanke Finger. Wie gesagt, zwei unterschiedliche Griffstücke, je Modell dran verbaut. So, im hinteren Bereich erstmal oben, das finde ich recht schön. Auch der Spannhebel oben ist beidseitig. Bedeutet, ihr könnt ihn nicht nur von der einen Seite ziehen, sondern ihr könnt ihn auch von der anderen Seite ziehen. Also hat hier auf beiden Seiten ja solche Haken letztendlich dran. Also auch hier beidseitig nutzbar vom Spannhebel. Auch wenn man nur zum Hop-Up einstellen braucht, dennoch sehr schön umgesetzt. Was mich ein kleines bisschen stört, ihr seht die Slingplate oder die Endplate hinten vom Receiver, hat leider keine Aufnahme für einen Trageriemen. Und das ist weder bei der 17er noch bei der 28er Version der Fall. Wie gesagt, wer jetzt denkt, ja, ich mache mir hier irgendwo einen One-Point dran, leider nein, das funktioniert nicht, finde ich ein bisschen schade. Bedeutet, man muss einen Sling eigentlich hinten durch den Schaft durchziehen und eben vorne
an der Pick Racing nochmal eine Sling-Aufnahme dran montieren. Wie gesagt, so für einen One-Point hier hinten leider nicht ausgelegt. Ich überlege gerade, ob AR-15 Slingblades passen. Könnte vielleicht, nee, haut nicht hin, weil ja der Receiver dicker ist. Schade. Wenn ihr eine finden solltet, vielleicht von VFC oder sowas, die müssten da problemlos drauf passen, denn die Buffer-Tube-Größe ist natürlich identisch. Auch hier eben vorhin schon kurz angesprochen, bei der neuen Generation jetzt oder bei der aktuellen Generation eben die korrekte Buffer-Tube-Größe dran verbaut, also nicht die kleine, dünne wie bei einer AR-15, sondern eben die passende Größe für den 762er Receiver. Wie gesagt, vorhin schon kurz angesprochen, der sieht bei der Taiwan Gun-Version, sieht es ein bisschen lächerlich aus. Und Mods Receiver und dann kommt da hinten die dünne Tube raus, passt nicht ganz. Hier passt das Ganze sehr, sehr stimmig zusammen und ihr bekommt natürlich dadurch in die Buffer-Tube etwas dickere Akkus rein, da es eben eine größere Tube ist. Die Tube ist übrigens komplett aus Aluminium gefertigt. Die große und gerändelte Caselnut hier hinten drauf ist aus Stahl gefertigt. Da sprechen wir dann gleich nochmal drüber, wenn es zum Federschnellwechselsystem kommt. Buffer-Tube auch mit Laserung übrigens, bedeutet, wenn ihr den Schaft einstellt in der Länge, seht ihr hier oben durch, habt ihr hier oben diese Markierung. Und der gesamte Schaft ist dann aus Polyamid-Kunststoff gefertigt und letztendlich genau 1:1 nachgebaut wie bei VFC. Nur beim Thema Akku einlegen sprechen wir nochmal ganz kurz über das Thema Schaftkappe. Kommen wir nun also zur SMR 28, die zeige ich euch einfach mal in schwarz, denn auch das finde ich, ja, auch wenn es Standard schwarz ist, wirkt das Ding irgendwie ein bisschen brachial. Gerade der Kontrast ist sehr schön zwischen diesen Fake Bullets oder Fake Patronen hier unten drin und dem Mattschwarz und auch, was ihr vielleicht vorhin schon gesehen habt, das Verschlussblech sozusagen oder dieser Fake-Verschluss hier innen drin ist wie bei der EC25 nicht in schwarz, sondern in so Chrom oder Silber. Bedeutet, es ist ein wunderschöner Kontrast, finde ich. Wen das stört, dass das Ding Silber ist, rausbauen mit der Sprühdose drüber, dann ist das Ding auch schwarz. Aber wie gesagt, ich finde es schön, gibt ein bisschen schönen Kontrast in dem Receiver drin, wirkt optisch einfach sehr stimmig, muss ich sagen. So, fangen wir auch hier an. Vorne Mündungsbremse ist auch aus Alu gefertigt. Jetzt seht ihr aber, die weicht ein bisschen vom Design ab. Vorhin schon angesprochen, die klingelt halt wieder. Das ist ganz normal bei der Mündungsbremse. Die kennt ihr auch von anderen Herstellern. Wenn die noch aus Stahl wäre, würde sie noch stärker klingeln. Hier ist sie zum Glück aus Alu, nicht ganz so stark, aber ihr nehmt nach dem Schuss, nehmt ihr dieses Klingeln ganz leicht ein bisschen wahr. Wie gesagt, wem das stört, wegschrauben, andere drauf, fertig. Natürlich auch aufpassen, Gewindestift im unteren Bereich losschrauben und erst dann die Mündungsbremse runterschrauben. Und dann könnt ihr draufschrauben, worauf ihr Lust habt. Der Outer ist dann genauso dick konstruiert wie bei der 17er Variante. Natürlich ein kleines bisschen länger, aber aufgrund der Wandstärke und der Dicke sitzt das Ding da vorne hervorragend drin. Auch die Barrel Nut unheimlich festgeknellt, da bewegt sie gar nichts. Also das ist auch sehr gut umgesetzt. Und jetzt könnt ihr vielleicht, nee, könnt ihr wahrscheinlich nicht, aber auf jeden Fall, ich zerlege sie später noch mal ganz kurz für euch. Wenn ihr aber jetzt hier oben durch diese Fräsungen reinschaut, dann seht ihr eben innen drin das nachgebildete Gassystem. Wie gesagt, ich zeige es euch, bei der 17er hat man es gar nicht gesehen, hier bei der 28er aufgrund der stark aufgefrästen Fräsungen, nein, des stark aufgefrästen Vorderschaft könnt ihr eben das Gassystem im inneren Bereich komplett sehen. Schönes, nettes Detail, werden definitiv viele Wert darauf legen. Ansonsten ist der Vorderschaft natürlich 1:1 nachgebildet vom Geissele, also auch genauso wie bei der M110. M-Lock-System könnt ihr montieren, was ihr wollt, auch im 45-Grad-Winkel. Aber von der Fertigung ist mir aufgefallen, ist der hier ein bisschen anders. Bedeutet ja, beide Versionen werden im Gussverfahren hergestellt, bedeutet, der von der M110 von VFC, der wird im Endlosprofil gefertigt, dann komplett runtergefräst letztendlich, also auch sozusagen gegossen. Und der hier kommt vermutlich auch aus der Gussform raus, wird aber weniger gefräst. Und das kann man eben gerade hier oben sehen, wo die Aufnahme für einen Trageriemen ist, diese QD Sling Swivel Aufnahme, die ist aus Stahl eingearbeitet, also das passt soweit. Aber ihr seht, dass die Konturen hier deutlich schöner sind. Genauso im unteren Bereich, wo die beiden Bolzen drin sind aus Stahl, auch hier sind es einfach schöne Konturen.
Und das ist aber mit einer Fräse so nicht möglich. Bedeutet, beim Original oder bei der VFC-Variante seht ihr einfach vom Fräskopf diese Frässpuren drin, diese ganz vielen Schleifspuren sozusagen. Und das seht ihr bei dieser Version nicht. Dementsprechend gehe ich eben davon aus, ja, der ist auch teilweise gefräst, denn auch die Pigrail ist scharfkantig. Auch hier innen drin, die M-Loks sind teilweise ein bisschen scharfkantig. Also ja, er wurde teilweise gefräst, aber nicht so stark gefräst wie eben die VFC-Variante. Dementsprechend natürlich hier etwas günstiger, muss man sagen. Ansonsten Maße, Haltbarkeit exakt 1:1 identisch. Und wie gesagt, auch diese Sling, ich drehe es euch vielleicht mal so rum, auch diese Sling-Positionen hier oben, die sind natürlich auch, wie gesagt, komplett aus Stahl eingearbeitet. Dann habt ihr natürlich auch den Übergang oben, diesen Zapfen, der in den Receiver reingeht, dementsprechend der Übergang sauber und dadurch kann sich das Ding halt nicht verdrehen, nicht rumwackeln oder sonstiges und sitzt genauso brutal fest wie bei der 17er. Bedeutet auch bei dem Modell müsst ihr rütteln und machen, dass ihr das Ding von der Barrel Nut runter bekommt. Der Receiver ist dann wie gesagt 1:1 exakt identisch, bedeutet auch 417 A3 Receiver, auch komplett beidseitig nutzbar, wie gerade bei der 17er schon gesehen. Auch natürlich der Bolt Catch genauso 1:1 letztendlich genauso umgesetzt. Also auch das passt einwandfrei und auch das Modell, wie gesagt, ich finde es einfach schön, dass man auch günstig an so eine Variante rankommt, muss man sagen. Natürlich für Liebhaber nochmal, ihr seht, Forward Assist ist bei der 820er vorhanden. Wenn es eine M110 wäre, dürfte der nicht da sein. Und auch auf der gegenüberliegenden Seite die Abdeckung des Bolt Catchs oder des Verschlussfangs dürfte eigentlich auch nicht vorhanden sein. Ich weiß jetzt nicht genau, wie ich das Modell nennen soll. Ich nenne es einfach mal 417 A3 Recon oder sowas. Bedeutet angelehnt an eine M110, aber wer genau hinsieht, weiß, das ist keine M110. Und es ist natürlich auch kein G28, da eben der moderne Vorderschaft dran ist und nicht der klassische. So, ein weiterer Unterschied haben wir gerade uns schon angeschaut bei der 17er. Hier eben auch das HK-Griffstück, aber ohne die Wulst. Das finde ich persönlich für meine Handgröße sogar noch ein kleines bisschen angenehmer, da einfach die Wulst hier vorne stört. Aber wie gesagt, das ist Geschmackssache, je nachdem, wollt ihr die Wulst oder stört es euch nicht. Hier auf jeden Fall ohne Wulst. Und dann weicht letztendlich nur noch der Schaft ab. Da müssen wir auch später noch mal kurz drüber sprechen. Ach Mist, das kann ich euch jetzt gar nicht zeigen. Okay, der Schaft weicht auch ab, also auch aus Polyamid-Kunststoff gefertigt. Der ist exakt identisch wie bei der M110. Bedeutet, ihr habt hier hinten drauf auch diese Aufnahmen für einen Trageriemen, wo ihr halt wieder gucken müsst, ob euch das stört oder nicht. Habe ich euch bei der VFC-Variante schon angesprochen. Bedeutet, wenn ihr das Ding in Anschlag reinnehmt und ihr müsst zu weit hinter, dann kann es passieren, dass euch diese Aufnahmen ein bisschen stören. Kommt natürlich auch darauf an, wie hoch seid ihr mit der Visierlinie, wie weit geht ihr zurück mit dem Schiebeschaft. Ist vielleicht ein bisschen körpergrößenbedingt abhängig. Bei mir auf jeden Fall, wie gesagt, wenn ich das Ding im Anschlag reinnehme, ich muss ein bisschen weiter vor. Ansonsten stören einfach da hinten diese Dinger da. Aber gut, ich bin ja auch nicht der Größte, ne? Gut, okay, jetzt wollte ich euch noch einen Punkt zeigen, was ich jetzt bei der Version euch aber nicht zeigen kann. Wisst ihr was? Wir machen es anders. Ich switch mal ganz kurz. So, jetzt passt auf. Hier ist der gesamte Schaft Standard. Bedeutet natürlich, ihr könnt ihn raus, reinschieben, je nachdem, wo ihr dann wollt. Ihr seht aber, der läuft relativ loose oder relativ easy auf der Buffer-Tube. Dadurch hat er aber auch für meinen Geschmack fast ein bisschen viel Spiel. Bedeutet, wartet mal, so könnt ihr sehen. Guckt mal, der wackelt da bestimmt 1 Millimeter oder sogar 2 Millimeter wackelt der da hinten drauf hin und her. Bedeutet, auch hier ist es möglich oder ist es eigentlich nötig, meiner Meinung nach. Nichts Gravierendes, das ist bei AR-15-Schäften teilweise auch der Fall, aber ich habe zum Beispiel bei mir ganz normal, wie gesagt, wie bei AR-15, einfach hinten auf die Buffer-Tube 2 Lagen ISO-Band draufgezogen und dann wackelt da gar nichts mehr. Geht dementsprechend ein bisschen straffer zum Einstellen, aber schaut mal, dadurch hält er. Kann ich euch vielleicht später auch noch kurz im demontierten Zustand zeigen, wer das noch nicht weiß. Bedeutet einfach auf die Tube ISO-Band drauf, 1, 2 Lagen, Schaft wieder draufschieben und dann habt ihr eben dieses Wackeln beseitigt. Stört ein kleines bisschen, kann man aber easy fixen.
So, und die Schaftkappe hinten, seht ihr gleich beim Akku einlegen, könnt ihr einfach wegdrehen. Die ist komplett hinten einmal gummiert. Lasst uns nun weitermachen mit dem Thema Federschnellwechselsystem und die daraus resultierende Flexibilität für unterschiedliche Spielfelder. So, natürlich, hier ist auch wieder bei den Modellen von Bugatti das EFCS-System, dieses Core drin verbaut und auch vom Motor unheimlich dankbar untersetzt oder ja kombiniert, muss man sagen. Bedeutet, es ist zwar im inneren Bereich ein Standard 18:1er 19 Zahn Gearset drin verbaut, aber das Ganze jetzt nicht kombiniert wie Standard von Bugatti mit dem 30K Mamba, sondern hier bereits der sehr gute 28K drin. Der ist einfach deutlich effizienter, wird nicht so heiß wie der 30K und zieht deutlich geringere Ströme. Und diese 2000 Umdrehungen merkt ihr absolut nicht. Also das nehmt ihr nicht wahr. Also hier ist sehr schneller Motor, aber eben gut kombiniert, da eben 18:1 untersetzt. Und das merkt ihr auch später dann beim Zyklus und beim Schussverhalten. Das Modell ist, obwohl es ein 19-Zahn-System ist, trotzdem sehr schnell. Also das kennt man ja meistens, diese 19-Zahn-Systeme, wenn der Motor dann ein bisschen langsamer ist, dann merkt man oder hört man es einfach, dass blop, blop. Man hört also immer, wie das System erstmal aufgezogen wird, da es natürlich länger aufgezogen werden muss und sich dann der Schuss löst. Und das ist eben in dieser Kombination nicht der Fall. Also das ist geil kombiniert und gleichzeitig habt ihr eben aufgrund des sehr starken Motors auch die Möglichkeit, das Modell entsprechend für das Spielfeld einzustellen. So, nehmen wir mal an, ihr habt eben so eine SMR17. Da würde ich sagen, da könnt ihr problemlos runter auf vielleicht 1,2, 1,3 Joule, noch weiter runter, aber nicht. Also wer jetzt meint, er kauft sich das Modell, um 0,5 Joule zu spielen, nein, absolut ungeeignet. Es ist 19 Zahn Sektorgear drin, damit wirst du sehr viel kaputt machen innen drin. Also wie gesagt, mit einer schwachen Feder, ja, bisschen runter auf 1,2, 1,3 sollte noch machbar sein. Weiter runter würde ich nicht unbedingt. Ihr könnt aber natürlich auch problemlos höher. Ich meine, die Dinger kronen jetzt out of the box schon relativ hoch, muss man sagen. Aber wenn ihr jetzt irgendwo spielt und sagt, ja, ihr dürft bis 2 Joule oder ihr dürft sogar eine DMR spielen mit bis zu 2,4 oder 2,5 Joule, dann wäre auch das rein von Federschnellwechselsystem, vom Motor und vom EFCS-System möglich. Also auch hier seid ihr recht flexibel, muss man sagen. Nur natürlich nicht übertreiben, sprechen wir später bei den Internals an, wegen Gearbox-Shell. Also ich würde jetzt nicht unbedingt in der SMR 28 auf Dauer eine 150er Feder reinballern oder sowas. Also 2,5 Joule, da wird euch früher oder später die Gearbox reißen. Aber ein bisschen höher ist sicherlich möglich. So, ihr kennt ja bereits das Federschnellwechselsystem von E&C und genau das setzen sie hier hervorragend um. Zunächst mal, was ihr auch schon seht, wie vor 1,5 Wochen bei dieser Syma CRP9 oder Bugatti CRP9. Auch hier habt ihr eine sehr groß dimensionierte Caselnut hinten aus Stahl dran und diese ist komplett außenrum, wie heißt es jetzt nochmal? Gerändelt, genau, gerändelt. Bedeutet, ihr braucht nicht mal unbedingt ein AR-15-Tool, sondern einfach ein bisschen Schmackes in der Hand. Habt einen schönen Griff auf der großen Schlossmutter, dreht mit Schmackes, zack, löst das Ding an, schraubt sie ein bisschen ab, drückt den ganzen Schiebeschaft nach hinten rein und die ganze Buffer-Tube, dreht sie ein kleines bisschen und zieht dann vorsichtig die gesamte Tube ab und müsst halt hier aufpassen, dass ihr mit dem Stecker sauber rauskommt. Also nicht mit Gewalt einfach abreißen, falls der Stecker hängen bleibt, sondern mit ein bisschen Gefühl und gucken, dass er halt nicht irgendwo hängen bleibt mit dem Stecker. So, und dann seht ihr schon, hier exakt gleiches Federschnellwechselsystem wie bei den anderen Modellen von E&C, wie man es auch von Syma kennt, wie man es von den AR-15 Modellen kennt. Habt ihr direkt hier hinten den Stahl Spring Guide direkt im Lower Receiver eingeschraubt. Und was man vielleicht auch ein kleines bisschen erkennen kann, die Aufnahme an sich für die Buffer Tube ist hier bei dem Modell sogar etwas dickwandiger konstruiert wie bei den AR-15 Modellen. Ist also vermutlich sogar ein bisschen haltbarer, falls das Ding irgendwie mal auf den Schaft aufschlägt oder runterfallen sollte. So, und dann geht er einfach her und schraubt mit Schmackes da hinten einfach den Spring Guide raus. Und hier kann man vielleicht schon positiv ansprechen, bei allen 4 Modellen war das Gewinde seitens E&C bereits geschmiert. Ihr seht auch hier vom Schrauben, da reibt nichts, da kratzt nichts, da bereits ein kleines bisschen Fett auf dem Gewinde vorhanden ist. So, und voilà, da habt ihr eure Feder. Jetzt werdet ihr euch bestimmt denken, was ist denn da standardmäßig drin? Ich gehe davon aus, dass es eine M130 ist.
Warum? Es ist eine V2.5 Gearbox. Bedeutet, die gesamte Gearbox ist im Vergleich zu einer V3 oder V2 etwas länger. Und jetzt müsst ihr diese Länge natürlich mit der Feder ein bisschen kompensieren. Bedeutet, ihr solltet bei einer V2.5 aufgrund der Länge immer ungefähr eine Federstärke plus rechnen. Würdet ihr also in das Modell normalerweise eine M120 spielen, könnt ihr direkt auf eine 130er gehen, könnt auf eine 140er gehen, könnt auf eine 150er gehen. Denn wie gesagt, die Gearbox ist einfach ein kleines bisschen länger und dadurch müsste eigentlich die Feder auch ein kleines bisschen länger sein. Es gibt aber keine speziellen SR25 Federn. Also greifen wir auf ganz normale AEG-Federn zurück. Wie gesagt, das müsste ungefähr so 120, 130 ungefähr sein. So, und dann geht er einfach her, popelt die Feder da hinten wieder rein, schaut, dass er den Pisten ein bisschen in den Pisten reinkommt mit der Feder und dann schraubt ihr das ganze Ding einfach da hinten wieder rein. Ihr müsst auch beim Schrauben später nicht mit einem Schraubendreher hergehen und das Ding irgendwie mit Gewalt da hinten reinknöllen oder so. Nein, ganz normal hergehen und gut handfest zuschrauben. So, fertig. Das löst sich nichts, das passt einwandfrei. Wenn ihr jetzt die gesamte Buffertube oder den Schaft wieder installiert, achtet darauf, dass die Kabel hier unten schön sauber anliegen. Dann popelt ihr da euren Stecker wieder rein. Übrigens, Stecker sollte immer diese Rundung aufweisen, beziehungsweise die Kabel, und sollten in der Buffertube sein. Kommen wir gleich beim Thema Akku einlegen nochmal drauf zu sprechen. Ansonsten könnte sich der Stecker da hinten unten drin verklemmen. Dann bekommt das nicht abgezogen. Also am besten immer hier so eine kleine Biegung in die Kabel reinmachen und dann könnt ihr es auch ganz einfach da wieder so reinfädeln, zack, und wieder draufschieben das Ganze. So, ausrichten, draufschieben, dann wieder drehen, bisschen zurückziehen und dann letztendlich nur noch die Schlossmutter gut handfest zuknellen. So, und voilà, habt ihr die gesamte Feder getauscht und das Modell entsprechend auf euer Spielfeld eingestellt. Lasst uns weitermachen mit dem Thema Akku einlegen und Platz für den Akku, und hier weichen natürlich beide Modelle etwas ab. Entsprechend, ich zeige es euch jetzt zunächst mal bei der SMR17 und dann im Anschluss bei der SMR28. Denn wie gesagt, ihr habt natürlich hier zwei unterschiedliche Schäfte drauf, auch wenn die Buffertube-Größe exakt identisch ist. Fangen wir erstmal bei der SMR17 an. So, ihr seht, das ist dieser ganz klassische HK-Schaft, und hier muss ich zunächst mal sagen, da hat leider E&C genauso schlecht gemacht wie VFC und Arcturus. Bedeutet, es wurde auch einfach 1:1 abgekupfert und 1:1 übernommen und dadurch leider bei diesen ganzen Schäften auch ein Schwachpunkt übernommen. Bedeutet, im Regelfall seht ihr, dass auch hier unten wieder dieser kleine Nupsi dran ist. Über diesen kleinen Kunststoff-Nupsi, wenn ihr den nach hinten drückt, könntet ihr die gesamte Schaftkappe nach unten entfernen. So, wer eine VFC spielt oder eine Arcturus spielt und da ein paar Mal einen Akku eingelegt hat, der weiß, der Nupsi hält leider nicht lange. Bedeutet, wenn ihr da ein paar Mal einen Akku einlegt, wenn ihr das Ding 2-3 Mal öffnet, ein bisschen zu stark drückt oder einklipsen, einrasten lasst, dann brechen die leider sehr schnell ab, da sie einfach sehr dünn konstruiert ist. Und auch das, wie gesagt, auch das hat E&C leider nicht besser gemacht. Umarex legt sogar bei der Arcturus-Version, legt euch sogar so einen kleinen Pin bei im Lieferumfang, so einen kleinen Stahlpin, wo ich damals nicht wusste, für was der ist im Review. Und der ist wirklich dafür gedacht, dass wenn der Nupsi abbricht da hinten, dass ihr euch einfach da unten den Pin durchhaut, dass die Schaftkappe einfach festhält oder fest bleibt. Also Arcturus weiß, dass es Mist ist, aber anstelle die Schaftkappe zu verstärken, legen sie einen Pin bei. So, E&C legt euch also kein Pin bei, und entsprechend würde ich persönlich, wenn ich mir das Modell kaufen würde, ich würde immer den Akku einlegen, indem ich den Schaft komplett abziehe und nicht die Schaftkappe runter mache. Wie gesagt, ihr könnt über den Nupsi, ihr könnt es probieren. Seid aber irgendwo selber schuld, wenn er kaputt geht. Also das, wie gesagt, da müssen die Hersteller echt mal dazulernen und müssen mal gucken, dass sie das System da unten ein bisschen verstärken. Sollte euch der Nupsi abbrechen, wie gesagt, ihr könnt genauso wie bei Arcturus einfach hier durch das Loch eine Schraube durchhauen oder einen Spannstift durchklopfen, dann hält die Schaftkappe wieder. Nur wenn der abbrechen sollte. Und wie gesagt, ich würd's gar nicht riskieren. Ich gehe einfach her, ziehe hier vorne kräftig runter. Warte, ich zeige es euch vielleicht so. Hier vorne seht ihr, einfach kräftig runterziehen, geht recht simpel und einfach, könnt ihr auch mit einer Hand machen. Und dann zieht ihr das ganze Ding einfach nach hinten ab.
Geht genauso super und einfach wie hinten die Schaftkappe zu öffnen. So, jetzt aber noch ein kleiner Punkt. Ich habe es euch gerade beim Federschnellwechselsystem schon angesprochen. In der Regel, wenn ihr das Modell bekommt, liegt der Stecker so drin. Das passt. Wenn ihr jetzt aber einmalig die Schaftkappe doch entfernt und den Stecker dann so hinten drin liegen lasst und nicht mehr in die Buffertube reinsteckt, dann kann es passieren, dass der Stecker da hinten runterrutscht innen drin im Schaft. Und wenn ihr den dann abziehen wollt, dann kann es passieren, dass der Stecker hinten drin hängen bleibt. Dann müsst ihr also dann ein wenig rumnoddeln und ein wenig wackeln, dass der Stecker rausgeht. Auf keinen Fall mit zu viel Gewalt abreißen, sonst hattet ihr da mal einen Stecker dran. Also wie gesagt, am besten so wie es kommt, out of the box, einfach immer reinstopfen. Dann seid ihr einfach auf der sicheren Seite. So, jetzt habe ich euch schon öfters angesprochen, hier ist eben die korrekte Buffertube drauf, also die große Buffertube von HK, wie auch beim G28 und dementsprechend bekommt ihr da sogar ein kleines bisschen größere Akkus rein. Bei der 417 ist es jetzt zum Beispiel möglich, gut die ganz normalen Standardakkus zu verwenden, also 11,1 Volt bis maximal 1500 mAh. Es gibt aber sogar bei Begadi einen Akku, der hat 1700 mAh und da steht sogar in der Artikelbeschreibung drin VFC G28, VFC HK417. So einen habe ich leider nicht da, aber der ist ein bisschen größer, hat ein bisschen mehr Kapazität und der passt eben dann auch in diese große Buffertube rein. Also wenn ihr neue Akkus benötigt, wie gesagt, ihr könnt auch den 1700er nehmen, der passt da perfekt rein, da einfach fettes Rohr vorhanden ist. Ansonsten, wenn ihr schon ganz normale AR15 Akkus habt mit 1500 Single oder ihr könnt auch Triple Sticks reinstopfen, die Tube ist groß genug, einfach rein damit und gut ist. So, dann stopfen wir das Ganze oder stecken das ganze Ding mal rein und dann müssen wir uns natürlich nicht mal Gedanken machen über irgendwelche Steckverbindungen oder sonst irgendwas, weil in dem Rohr ist so viel Platz, da bringt man alles rein, da könnt ihr noch ein Wohnmobil hinten mit reinparken. Nee, schaut. Also passt wunderbar rein, Kabel könnt ihr einfach hinten hängen lassen und dann schiebt ihr einfach den Schaft wieder von hinten einmal drauf. So, et voilà, ist der Akku eingelegt. So, Ansprechverhalten und Klangbild. Jetzt muss ich bloß mal gucken, ob von gestern noch zufällig eine BB drin ist. Testen wir lieber mal. Nein, okay, ist leer. Jetzt habe ich Magazine vorbereitet, sind beide gefüllt mit 0,3 Gramm BBs. Jetzt würde ich sagen, jetzt schießen wir erstmal die 417, 0,3 Gramm mit dem 1500er. Und dann werdet ihr einfach aber feststellen, dass eben der Motor mit der Kombination ja unheimlich dankbar ist. Also, hören wir sie uns an, schauen wir uns den Zyklus an. So, und leer ist der Karre. 3 BBs fallen übrigens raus. So, ist leer? Ja, ist leer. Also hier habt ihr gesehen, obwohl es ein 19-Zahn-System ist, aufgrund des Motors ist das Ding brutal schnell. Also ihr merkt da auch keinen Unterschied, ob ihr jetzt, sage ich mal, eine AR15 habt mit einem 16-Zahn-Sektorgier und einem 30K Mamba. Oder ob ihr das Ding habt mit 19 Zähne, aber mit dem 28K kombiniert. Bedeutet, ihr habt die gleiche schnelle Schussfrequenz, ihr könnt genauso schnell triggern, ihr habt die gleichen Zyklenzeiten letztendlich wie bei einem 30K Motor. Und eben der große Vorteil, ich habe gestern mal 3 Magazine am Stück durchgerotzt, was man nicht machen sollte, das belastet das System sehr stark, aber der Motor bleibt relativ handwarm. Also ihr habt nicht dann irgendwann mal 40 Grad am Pistolengriff, sondern ihr habt dann vielleicht handwarme 30 Grad. Also hier einfach gut kombiniert, sehr, sehr schön kombiniert. 28K Motor, 18:1 mit 19 Zahn Sektorgier. Vom Klangbild gibt es leider kleinere Unterschiede, das werdet ihr dann gleich auch hören. Das Modell hier kreischt minimals. Also ihr habt ein ganz leichtes Kreischen vorhanden, habt ihr vielleicht auch in den Aufnahmen jetzt gehört. Ist aber letztendlich nur die Motoreinstellung. Bedeutet, ich bin jetzt bei dem anderen Modell bereits hergegangen und habe den Motor minimalst einen Hauch weiter reingeschraubt.
Aber hier auch immer aufpassen, Leute, das kann je nach Modell abweichen. Denn alle 4 Modelle, die ich jetzt geschossen habe, hört sich kein Modell so an wie das andere. Also die sind alle unterschiedlich. Das Shimming ist zwar exakt identisch, ich habe 2 Stück geöffnet und bei 2 Stück ist Shimming nachkontrolliert. Ist exakt identisch, aber die Motoreinstellung kann halt um ein Zehntel vielleicht abweichen oder um 0,2 mm. Und schon hören sich die Knüpfen unterschiedlich an. Wie gesagt, hier gar nichts dran gemacht. Ich habe das jetzt mit Absicht so gelassen, nichts neu eingestellt. Und jetzt hören wir uns mal die 28er an, wo ich den Motor vielleicht eine Viertelumdrehung weiter reingeschraubt habe. Lasst uns also Thema Akku einlegen und das Klangbild bei der 28er Variante auch noch kurz anschauen. Und wie gesagt, hier bin ich hergegangen und habe den Motor nicht mal eine Viertelumdrehung, also ein Fitzelchen, vielleicht eine Sechstelumdrehung ein bisschen weiter reingeschraubt, damit einfach das Kreischen ein bisschen rausgeht. Ich muss aber auch sagen, das Modell war bereits out of the box bereits besser. Und auch die schwarze 417 hat sich auch out of the box schon besser angehört. Ihr müsst immer bedenken, Motoreinstellung spielen auch gerne die beiden Schrauben vom Pistolengriff innen drin eine Rolle. Je nachdem, wie fest die geschraubt werden, stimmt die Motoreinstellung nicht mehr. Also wie gesagt, da kommt es immer mal vor, dass man minimals nachjustieren muss. Ist letztendlich bei jedem Hersteller so. Also wie gesagt, hier minimals ein bisschen weiter rein, einen ganz kleinen Hauch. Und dann seht ihr eben auch bei der 28er ist eben ein anderer Schiebeschaft oder ein anderer Schaft drauf verbaut. Der ist letztendlich genauso wie bei der M110 von VFC. Und ihr habt entsprechend links und rechts jeweils nochmal eine Tasche, wo ihr eine Akkuzelle unterbekommt. Ihr bekommt hier also größere Akkus rein, und zwar Triple Sticks. Ihr könnt natürlich auch hier weiterhin die ganz normalen Single Sticks verwenden, mit 1500, mit 1700, gar kein Problem. Wenn ihr aber jetzt schon Triple Sticks zu Hause habt und auch große Triple Sticks, passen die wunderbar rein. So, bedeutet, ihr seht, ich habe hier auch wieder den großen AMAX in der Hand, 2150 mAh, 11,1 Volt. Jetzt passt aber ein kleines bisschen auf. Ich empfehle den Akku wirklich sehr gern. Ich verwende ihn auch sehr gern. Wenn er reinpasst, passt er rein. Aber der Akku hat so viel Bums und mit diesen neuen Motoren könntet ihr damit das System sogar kaputt machen, wenn ihr es übertreibt. Bedeutet, manche gehen heutzutage her, packen sich den Motor da hinten rein, rennen auf dem Feld rum und sprayen da 250 BBs am Stück raus und hören nicht mehr auf zu triggern. Und dann wundern sie sich, wenn der Motor kaputt ist, die Gears Schrott sind oder die Lager gebrochen sind. Ja, da braucht ihr euch nicht wundern. Eine SAEG ist nicht dafür ausgelegt zu sprayen. Ihr könnt vielleicht mal 20, 30 Schuss mal abgeben, okay, und dann hört er wieder auf. Aber wie gesagt, achtet ein bisschen drauf, übertreibt es einfach nicht. So, aber daher wir hier eben eine DMR haben, sehe ich absolut kein Problem, so einen Akku zu verwenden. Ihr könnt größere Federn reinknallen oder stärkere Federn und da braucht ihr auch einfach ein bisschen Bums dahinter. Und daher ihr mit dem Ding eben nicht sprayt, rein mit dem Ding und Spaß haben. So, also Schaftkappe ist genauso umgesetzt wie bei VFC, aber ihr müsst hier oben keinen Hebel mehr lösen, sondern das Ganze ist eine Art Klicksystem. Bedeutet, ihr müsst einfach nur die Schaftkappe mit ein bisschen Kraft zur Seite wegrotieren. Geht auch nur in eine Richtung, also immer so rum, und dann könnt ihr sie abnehmen. Dann ist der Schaft hinten offen und ihr könnt eben sehen, dass wir hier innen drin richtig ordentlich Platz zur Verfügung haben. Ihr habt in der Mitte die fette Tube, wo ihr später Balancer und DIN-Stecker noch reinstecken könnt und links und rechts jeweils eine Zelle. So, dann schaue ich mal, ob ich das Ding vor der Kamera reinbekomme. Müssen ein bisschen aufpassen, mit den Kabeln gehen wir nach oben weg. Bedeutet, wir legen die so rein und die so rein. So, einmal rein damit. Dann können wir es gleich einstecken. So rum. So, und reinpopeln das ganze Zeug. Und wie gesagt, ihr habt in der Buffer-Tube so viel Platz, ihr könnt da easy die ganzen Stecker und alles einfach hinterher knödeln. So, und voilà. Ja, voilà ist das ganze Zeug da hinten drin. Und wie gesagt, da ist so viel Platz vorhanden, einfach rein damit. So, dann machen wir die Schaftkappe wieder drauf, ansetzen und mit ein bisschen Schmackesser oben reinklipsen. Und voilà, habt ihr da 2150 mAh drin. Und das langt euch bei einer DMR locker den ganzen Tag aus. So, dann brauchen wir wieder ein paar Kugeln. Natürlich, jetzt wird es eklig, denke ich, lege jetzt ein Magazin mit einem
FDE-Boden in eine schwarze Knifte ein. Sind auch wieder 0,3 Gramm BBs und natürlich wieder auf dem Karton das Ganze. So, und leer ist das Ding. So, und wie ihr jetzt gehört habt, das Ding hört sich um einiges besser an wie die 417. Wie gesagt, nur den Motor ein Fitzelchen weiter rein, fertig. Und dann muss man aber auch sagen, dann ist es für ein 19-Zahn-System vom Klang wirklich gut. Also normalerweise daher natürlich 19 Zahnsysteme ein bisschen länger laufen oder den Pisten ein bisschen länger nach hinten ziehen müssen, sind die vom Klangbild meistens ein bisschen kreischiger oder man hört sie einfach ein bisschen mehr raus. Ist hier nicht der Fall. Also ihr hört da weder ein Kreischen, ihr hört da keinen Motor andrehen, gar nichts. Natürlich, der Akku tut natürlich sein weiteres dazu. Das ist ein sehr starker Akku. Also hier wirklich sehr, sehr gut vom Klangbild. Auch das Shimming innen drin schauen wir uns dann gleich an. Das passt alles soweit. Da kann man absolut nicht schimpfen. Lasst uns auch heute noch kurz über das Thema Magazin und Kompatibilität sprechen. Kompatibilität werden sich die meisten schon denken können, die sich ein bisschen mit der Technik auskennen. Natürlich, das ist das einzigste HK-Modell oder HK-Nachbaumodell, welches über eine V2.5 Gearbox verfügt, welche natürlich im Vergleich zu anderen etwas länger ist, da einfach mehr Volumen, größere Zylinder drin. Dadurch wandert natürlich auch die Hop-Up-Kammer bei den Modellen ein kleines bisschen weiter vor. Entsprechend passen natürlich nur die Original E und C Magazine, also keine VFC Magazine. Das könnt ihr auch sehen, wenn ihr euch mal das Originalmagazin anschaut von E und C. Kugelauslass sitzt relativ weit vorne. Dann das Magazin von VFC Kugelauslass sitzt relativ mittig. Dementsprechend, wie gesagt, es passen nur die Original E und C Magazine. So, und das ist absolut nichts Kritisches, sondern eher sehr positiv. Denn die Magazine sind nicht nur saumäßig schön umgesetzt. Wenn ihr euch das mal anschaut, auch so ein transparent rauchiger Kunststoff letztendlich. Dann die Dummy-Patronen innen drin nachgebildet als 3D, also nicht nur ein Aufkleber, sondern wirklich nachgebildet. Genauso wie bei VFC letztendlich M110 oder 417 letztendlich, also genauso schön nachgebildet. Nur hier unten unter dem nachgebildeten Follower fehlt hier unten drin der Aufkleber für die Feder. Bedeutet, wenn ihr euch das VFC-Magazin anschaut, die haben da innen drin einfach noch einen Aufkleber reingeklebt, dass es so aussieht, als wäre hier eine Feder vorhanden. Darauf hat E und C eben komplett verzichtet. Dennoch genauso gut umgesetzt, und wenn wir dann über die Kosten zu sprechen kommen, dann wird es natürlich heftig. Wenn ihr euch mal überlegt, so ein Magazin habt ihr 2 Stück dabei im Lieferumfang, je nach Farbe von der Waffe unten, und ihr bezahlt für ein weiteres Ersatzmagazin gerade einmal 19 Euro. 19! HK M110 VFC Magazin 90 Euro. Und wenn das im Ausland bestellt, mit Versandkosten bezahlt ihr selbst da 30 Euro dafür. Genauso wie für die VFC HK417 Magazine. Zahlt ihr auch mit Versandkosten, bis die in Deutschland sind, locker 30 Euro. Das ist auch noch in Ordnung, 30 im Vergleich zu 90 Euro. Aber hier zahlt ihr halt 19 Euro dafür. Und wenn euch das runterfällt und euch bricht da hinten die Ecke irgendwo weg, das Magazin funktioniert dennoch, sieht halt kacke aus. Aber dann könnt ihr euch eher 3 Ersatzmagazine kaufen oder 4 Stück, bevor ihr euch so ein Magazin kauft. Also Preis-Leistungs-Verhältnis, Umsetzung wirklich super. Vom Befüllen her ganz normal mit dem Speedloader, BBs oben reindrücken und ihr bekommt maximal 125 Schuss rein. Ich habe es sogar nachgezählt. Also 125 Schuss, und ich hatte selbst mit 0,43 Gramm BBs nicht einmal einen Missfeed. Also keinen Leerschuss. Das ganze Magazin über komplett durchgefeedet. Und das nenne ich klasse. Also Preis-Leistungs-Verhältnis, Umsetzung, Feeding, einfach nur tipptopp und sehr, sehr stark umgesetzt seitens E und C.
Die Verarbeitungsqualität und so kleine Details sprechen wir heute auch wieder in der Nahaufnahme an. Das Ganze auch wieder gesplittet. Bedeutet, wir beginnen erstmal bei der SMR17 und später dann noch ein paar kleine Details zur SMR28. So, Mündungsbremse vorhin schon angesprochen, ist aus Aluminium gefertigt. Aufpassen, da ist ein kleines Loch drin. Gewindestift, wenn drin ist, lösen. Wenn keiner drin ist, ignorieren. Ist je nach Modell unterschiedlich. Das Ganze mit Kraft einmal abschrauben und natürlich darauf achten, immer das Ganze letztendlich im Uhrzeiger abschrauben, also nicht falsch rum. Wird auch hier hinten übrigens mit einem kleinen O-Ring nochmal gesichert. Bedeutet, da habt ihr so eine kleine, ja, so eine Spannscheibe und da ist noch ein O-Ring dazwischen. Bedeutet, auch wenn ihr das mit Kraft festknellt, habt ihr so einen kleinen O-Ring, der das Ganze noch ein bisschen puffern kann, damit ihr es auch wieder abbekommt. Also das ist in Ordnung. Mündungsbremse sieht auch schön aus, ist CNC gefräst, halt aus Alu und nicht aus Stahl. Macht aber jetzt einen Bock meiner Meinung nach auch nicht fett. Also das ist okay. So, dann vorhin schon kurz angesprochen, wenn ihr euch mal das Rohr anschaut, das ist halt schon sehr, sehr massiv. Dem Kaliber entsprechend, das ist auch immer sehr wichtig, denn gerne verbauen Airsoft-Hersteller auch bei 762er Kniften so kleine, dünne 556er Röhrchen. Hier ist das nicht der Fall, vorhin schon kurz angesprochen, richtig schön dickwandig, das ganze dickes, massives Rohr und sitzt hervorragend in dem Gerät drin. Also hier komplett spielfrei, Passgenauigkeit hervorragend. Dann seht ihr bei der 17er hier vorne letztendlich die Gasabnahme. Da habt ihr Aufnahme von Trageriemen vom Schützen aus links wie auch rechts vorhanden. Das Ganze ist übrigens aus Zinkguss gefertigt. Also hier einmal auch unten natürlich schön nachgebildet, geschlitzt hier unten der Vorderschaft wie beim Original auch. Einwandfrei können wir auch nicht meckern und auch der gesamte Vorderschaft, vorhin schon angesprochen, ist teilweise ja aus der Gussform oder halt aus dem Profil gefertigt und dann CNC bearbeitet. Wunderschön von der Fertigung her, Passgenauigkeit 1A, sitzt auch wirklich tadellos auf der Barrel Nut drauf, auf der sehr massiven Barrel Nut. Wirkt einfach klasse von der Qualität her und hier ist auch kein Unterschied zu VFC. Also auch das hat E&C wirklich sehr gut umgesetzt. Wenn wir dann den Vorderschaft einmal abziehen, habe ich euch vorhin schon kurz angesprochen, dann ist natürlich auch das gesamte Gassystem wirklich tadellos umgesetzt von E&C. Bedeutet auch, obwohl man eigentlich hätte darauf verzichten können, da man es eh nicht sieht, nein, sondern das ist einfach wunderschön, genauso wie bei VFC im inneren Bereich des Vorderschaftes. Bei beiden Modellen, also auch bei der 8er, 20er, wirklich super nachgebildet. Also klasse, finde ich einfach schön, so ein kleines Detail. Da legen natürlich auch Liebhaber natürlich Wert darauf. Und was ihr dann auch nochmal sehen könnt, hier habt ihr eben die massive Barrel Nut. Das ist so ein richtig fetter Alubrummer letztendlich, sehr festgezogen. Und hier eben nochmal der einteilige Outer, der ebenfalls vom Durchmesser ja einfach sehr massiv ist, wie im vorderen Bereich. Also hier auch nicht am Material gespart, nichts irgendwie zu dünnwandig gefertigt, sondern robust, solide, so wie man das haben möchte. Auch beim Receiver hat E&C nicht gekleckert, den haben sie einwandfrei und wunderschön umgesetzt, von der Passgenauigkeit in Ordnung. Bedeutet hier der Übergang, ja, das sieht man, da ist so ein ganz minimaler Spalt hier bei der hellen Variante. Das ist aber so gering, das sind wahrscheinlich nicht mal 0,1 mm. Also da haben wir schon deutlich Schlechteres gesehen, das ist vollkommen in Ordnung, schön hier hinten umgesetzt. Auch Feuerwahlhebel, den hätten sie sogar eigentlich in diesem FDE machen können. Den haben sie aber irgendwie in der Waffenfarbe gemacht. Warum? Keine Ahnung, fragt mich bitte nicht. Auf jeden Fall ist er halt hier in diesem, ja auch in diesem Perlgold gefertigt. Wie gesagt, normal hätten sie ihn auch in diesem FDE-Ton fertigen können. Gut, sei mal dahingestellt, beidseitig nutzbar, vorhin schon kurz angesprochen. Und wer es vorhin überhört hat, ganz kurz nochmal als Wiederholung. Nicht wundern, wenn ihr die Modelle auspackt oder so ein Modell auspackt und ihr betätigt das erste Mal den Feuerwahlhebel, werdet ihr feststellen, dass der sehr, sehr straff läuft. Dann hockt ihr euch mal 2-3 Minütchen hin und macht den hier und dann werdet ihr sehr schnell feststellen, nach, keine Ahnung, 20-30 Mal umlegen, dass der erst dann wirklich leichtgängig wird. Also das muss sich irgendwie einarbeiten, aber ihr seht, wenn man den ein paar Mal umschaltet, dann funktioniert er wirklich tadellos und ohne Probleme. Arretiert auch schön in den einzelnen Positionen. Nur wenn man langsam umschaltet, dann merkt man, dass innen drin ganz leicht die Zahnräder ein bisschen reiben. Das kennt ihr vielleicht auch von anderen E&C-Modellen, da merkt man das auch ein bisschen.
Finde ich jetzt nicht schlimm, finde ich nicht gravierend, funktionieren tut das Ding wirklich auf beiden Seiten ohne Probleme letztendlich. Also auch auf der Seite vom Schützen aus auf der rechten Seite, wie auch vom Schützen aus auf der linken Seite. Soft Bolt Catch mit Funktion, habe ich euch vorhin schon gesagt, aber hier könnt ihr mal den Spannhebel noch kurz sehen, was ich vorhin schon angesprochen habe. Der hat hier oben eben nicht nur vom Schützen aus links diesen Arretierungshaken, sondern auch vom Schützen aus auf der rechten Seite. Ihr könnt also entweder hier oder hier ziehen, das ist egal. Das funktioniert letztendlich auf beiden Seiten. Dann könnt ihr innen drin eben das Hop-Up einstellen, dann seht ihr hier innen drin die Rotary Hop-Up-Kammer, worüber sich eben der Hop extrem fein und stufenfrei einstellen lässt. Guck mal, wie fein man da drehen kann. Wie gesagt, es läuft stufenfrei, ohne Klicks, schön über den O-Ring drüber. Wunderbar, lässt sich präzise einstellen, einwandfrei. Und dann eben Bolt Catch oder Verschlussfang letztendlich einmal lösen. Jetzt seht ihr hier eben das Verschlussblech, das ist genauso wie bei der EC25 in so einem Chrom-Silber gehalten. Finde ich jetzt nicht schlimm. Könnte auch schwarz sein. Das ist ein bisschen Geschmackssache. Wie gesagt, ich finde, es gibt einen schönen Kontrast. Auch bei der schwarzen Version sieht es recht schön aus. Wem das stört, kurz rausbauen, sauber machen, entfetten, drüber spritzen mit einer Sprühdose, fertig. Dann ist es schwarz. Aber ich denke, das ist eine Kleinigkeit. Muss man sehen, wie man will. Wie gesagt, ich finde es schön, dass es einfach von der Farbe her einen schönen Kontrast gibt und nicht ganz so boring aussieht letztendlich. Also auch hier wunderbar, auch Forward Assist natürlich ohne Funktion, aber hier kann man vielleicht mal positiv ansprechen. Häufiges Problem bei SAEGs, dass der Forward Assist innen drin von der Feder gerne mal ein bisschen scheppert oder ein bisschen klingelt. Kennt ihr auch bei Syma, ist es häufig der Fall, dass man quasi die Feder rausmachen muss, ein bisschen einfetten muss oder Schaumstoffe reinstopfen muss, da immer die Feder ein bisschen so klirrt innen drin. Das ist hier gar nicht der Fall. Bedeutet, das ist einfach sauber, ne, das ist sauber gefedert, da klingelt nichts, da scheppert nichts. Das ist in Ordnung, würde ich sagen. Auch vom Schützen aus auf der linken Seite der gesamte Receiver oder das Gehäuse schön clean gehalten, also nirgendwo von der Beschichtung her irgendwie Macken drin oder Kratzer drin. Ihr werdet vielleicht am Anfang feststellen, dass ihr hier bei dem Pin hatte ich's, bei dem Pin hatte ich's und beim Feuerwahlhebel hatte ich so ein bisschen so Ölschmierer drin. Einfach kurz mit dem Finger drüber wischen, dann geht es weg. Nichts Gravierendes, wie gesagt, das ist nicht irgendwie, ja, jetzt ein Fehler von der Beschichtung, das ist wirklich nur Öl irgendwie von der Montage. Wie gesagt, einmal mit dem Finger wegwischen und gut ist. Ansonsten wunderschön, auch hier, wenn wir jetzt mal versuchen rumzuwackeln, die beiden Gehäusehälften sitzen wirklich press zusammen, schön zusammen und werden auch hinten im Lower über sehr starke oder dicke Flügel miteinander arretiert. Also ihr habt da nicht einfach so ein dünnes Lappending oder so ein dünnes Blättchen, was dann quasi im Lower arretiert hinten drin, sondern es ist komplett einmal rumgezogen, so eine richtig dicke, ja, so ein dickes Nut- und Federsystem kann man eigentlich sagen. Also schön dick Material drauf und wird dann hier hinten richtig schön fest arretiert. Das werdet ihr auch mal merken, wenn ihr es auseinanderziehen wollt. Ihr müsst auch, wenn ihr die Receiver wieder zusammenschiebt, recht stark zusammenpressen, damit der Pin wieder schön reinflutscht. Also wie gesagt, hier von der Passgenauigkeit wirklich gut umgesetzt, können wir nichts kritisieren. Dann seht ihr hier eben diese Abdeckung, was ich vorhin gemeint habe, typisch HK417. Hat normalerweise das M110, hat es zum Beispiel nicht. Das können wir uns später bei der SMR 28 nochmal angucken. Aber wie gesagt, ist in Ordnung. Man kommt wunderbar an den großen Bolt Catch Lever letztendlich ran, um eben auch nach dem Hop-Up einstellen das Verschlussblech zu lösen. Funktioniert natürlich auch auf beiden Seiten. Feuerwahlhebel ist dann identisch auf der Seite und natürlich auch der Magazinauswurf vom Schützen aus links ebenfalls zu benutzen. Also hier komplett beidseitig, tipptopp. Dann schauen wir uns letztendlich noch den hinteren Bereich kurz an. Da habt ihr die Castle Nut vorhin schon kurz angesprochen. Komplett aus Stahl gefertigt, schön groß, schön breit dimensioniert, schön aufgeraut. Könnt ihr wunderbar nur mit der Hand lösen. Braucht kein Werkzeug dafür. Nur ein bisschen schade, ihr seht vielleicht die Slingplate hinten oder diese Endplate. Hat hier leider weder links noch rechts eine Aufnahme für den Trageriemen. Das wäre so der letzte Punkt gewesen, wo ich sagen würde, das wäre noch geil gewesen. Denn gerade bei so einem Modell wäre auch ein One-Point-Sling definitiv möglich. Wie gesagt, je nachdem, der eine nimmt einen 3-Punkt, der andere nimmt einen 2-Punkt, manche wollten einen Bungee. Je nachdem, auf jeden Fall, wenn die Möglichkeit bestehen würde, wäre es sicherlich ja von Vorteil gewesen. Ich bin mir aktuell aber gar nicht sicher, ob es überhaupt schon passende dafür gibt oder ob das Originalmodell
überhaupt hier eine Aufnahme hat. Wie gesagt, weiß ich nicht, müsste ich selber erstmal googeln. Auf jeden Fall hier leider keine Aufnahme vorhanden. Ob gegebenenfalls andere passen, weiß ich nicht. Ich habe keine anderen da und ich schraube jetzt auch kein anderes Modell auseinander. So, die Buffer Tube ist dann eben, wie vorhin schon angesprochen, in der korrekten Größe, also schön dick, entsprechend dem Kaliber bzw. dem Receiver, so wie das Originalmodell eben auch. Die Laserung habt ihr schon gesehen mit Positionsangaben und der Schiebeschaft letztendlich komplett aus Polyamid-Kunststoff. Der ist von der Qualität exakt identisch wie bei VFC und wie bei Arcturus. Der sitzt hinten ganz anständig drauf, minimal ein bisschen Spiel hat er, dafür läuft er aber tadellos. Nur eben bei der Version, jetzt bei der SMR17, falls jemand das überseppt hat oder nicht angeschaut hat, guckt nochmal ganz kurz Thema Platz für einen Akku und Akku einlegen. Ich würde den Schiebeschaft immer direkt über diesen Lever, wo ist denn jetzt da unten, über diesen Lever lösen. Bedeutet den da unten kräftig nach unten und dann komplett nach hinten abziehen. Denn wenn ihr das über die Schaftkappe macht, dann ist es genauso filigran umgesetzt wie bei Arcturus und bei VFC, dass ihr wirklich hier unten nur diesen kleinen Kunststoff-Nupsi hat und der bricht halt echt gern ab. Also da, wenn man mal ein bisschen krumm hinschaut, ein bisschen zu stark drückt, dann bricht das Ding ab und dann kann man die Schaftkappe hinten letztendlich nur noch arretieren, wenn man hier unten eine Schraube reinzieht oder einen Pin reinklopft in dieses kleine Löchchen. Wie gesagt, vorhin schon alles im Detail erklärt. Und anschließend ebenfalls ein paar gewisse Bauteile, die eben unterschiedlich sind bei der SMR28, damit ihr auch da einfach wisst, ja, was ihr letztendlich kauft. Gerade auch hier zeige ich euch eben diese Perlgold-Variante, denn bei der schwarzen habe ich hinten den Schaft schon fixiert. Das werden wir bei der Version jetzt dann auch machen, damit gerade Neueinsteiger wissen, wie man eben so einen wackeligen Schiebeschaft auch bei einer AR15 in den Griff bekommt. Geht mega simpel, zeige ich euch dann einfach gleich. So, auch wenn ich mich wiederhole, nochmal kurz in der Nahaufnahme, Mündungsbremse, wie gesagt, sieht geil aus, aber ich hoffe, das kann man hören. Das ist halt immer so eine Stimmgabel. Wie gesagt, wem das stört, dass das Ding ein bisschen klingelt nach dem Schießen, unten Gewindestift rausschrauben, hier unten drin, dann abschrauben, andere Mündungsbremse installieren, fertig, dann klingelt da nichts mehr. Und warum jetzt hier E und C eine andere verbaut hat wie bei der SMR17, weiß ich leider nicht. Das Rohr ist dann exakt identisch wie bei der 17er, auch das sitzt hervorragend drin und wie ihr vorhin schon gesehen habt, auch hier innen drin eben auch das wunderschön nachgebildete Gassystem ist da drin vorhanden. Das sieht man letztendlich aber auch nur, wenn man von oben durch diese Fräsungen durchschaut. Dann sieht man es. Wie gesagt, schönes, nettes Detail ist auf jeden Fall vorhanden. So, und jetzt lasst uns mal im Detail über den Vorderschaft sprechen. Ich drehe sie euch mal ganz kurz so her, dann könnt ihr es besser sehen wahrscheinlich. So, drehen wir sie mal so her. Der Vorderschaft ist von der Qualität wirklich super, auch die Passgenauigkeit, auch hier oben natürlich dieses Nut- und Federsystem, damit es sich das Ganze nicht verdrehen kann. Geht hier wie typisch bei HK, geht in den Upper Receiver rein. Das passt alles wunderbar. Jetzt aber ein paar kleine Details, gerade wo Liebhaber vermutlich darauf achten werden. Die Fertigung ist hier vermutlich etwas anders, das habe ich schon vorhin angesprochen, denn ja, hier sind auch gewisse Punkte gefräst und auch das wird letztendlich aus dem Profil gegossen sozusagen, aber die Aufnahme für den Trageriemen, welche aus Stahl sind links und rechts und auch der untere Block hier, ist vermutlich direkt aus der Gussform mit raus. Denn ihr seht eben, das sieht hier von den Übergängen, von den Radien, sieht es einfach mega sauber aus. Und auch hier unten die Konturen, seht ihr das? Das sind einfach schöne Konturen und schöne Linien. Dementsprechend ist das Ganze auch nicht gefräst. Beim Original Geissli Vorderschaft oder auch bei der VFC-Variante seht ihr hier eben die Werkzeugspuren. Bedeutet, ihr habt da lauter so Riefen drin, wo der Fräser einfach hingefahren ist, um diese Radien darstellen zu können. Ist hier nicht der Fall. Wie gesagt, es sieht ein bisschen schöner aus von der Fertigung an den Positionen, aber eben nicht gefräst, sondern gegossen. Macht rein qualitativ und von der Haltbarkeit aber absolut keinen Unterschied, dass 1:1 das exakt gleiche Material ist. Und auch so ist die Umsetzung wirklich sehr gelungen. Ich habe auch mal nachgemessen, die Maße sind exakt identisch, die M-Lock-Positionen sind exakt identisch, sogar die Arretierung hinten ist exakt identisch. Also auch hier
Wie gesagt, von den Maßen her kein Unterschied zur VFC-Variante. Der gesamte Receiver und die Bedienelemente sind dann natürlich exakt 1:1 identisch. Kimmelkorn weichen noch ein bisschen ab. Gut, habt ihr hier halt so eine flache Lochkimme, bei der anderen die hohe. Wenn das braucht, habt ihr schon gesehen, brauchen wir nicht drüber schwätzen. Nur eben jetzt ein wichtiger Punkt meiner Meinung nach, der Schiebeschaft hinten bei der SMR 28. So, wenn ihr euch den mal anschaut, der läuft natürlich auf der Tube hervorragend, aber der hat ein bisschen arg viel Spiel. Ich meine, dass die Dinge immer ein bisschen rumwackeln und auch bei einer AR15 rumwackeln, das ist ganz normal, da braucht man nicht drüber schwätzen. Ich finde aber hier ist es fast ein bisschen zu viel. Bedeutet, hier ist die Toleranz auf der Tube fast ein klein wenig zu hoch. Und ich weiß, die meisten Zuschauer werden wissen, was zu tun ist. Für Einsteiger spreche ich es dennoch ganz kurz an. Und das soll aber nicht direkt bezogen sein nur auf das Modell, sondern auch wenn ihr euch irgendeine AR15 kauft und ihr merkt, der Schaft wackelt, dann könnt ihr das genauso machen letztendlich. Bedeutet, wir gehen jetzt mal her und ziehen den gesamten Schaft nach hinten ab. Bedeutet, hier unten kräftig nach unten drücken und dann das Ganze einfach vollständig nach hinten abnehmen. So, unseren Stecker, den können wir da ein bisschen reinpopeln. Da ist es uns jetzt vielleicht ein kleines bisschen im Weg. Und letztendlich müssen wir jetzt nur schauen, dass wir die Passgenauigkeit bzw. die Klemmung etwas verringern. Bedeutet, der Durchmesser hier oder das Maß hier innen drin, auch hier unten, ist ein kleines bisschen größer wie das von der Tube. Und das machen wir uns einfach zu schaffen, dass wir einfach ein Tape nehmen, egal was ihr nehmt, ein ISO-Band oder irgendein Klebeband, egal, und ziehen uns das um die Tube hinten rum. Und ihr müsst auch nur im hinteren Bereich was aufbringen. Bedeutet auch, wenn ihr größer seid und ihr zieht den Schaft nach hinten, weil ihr weiter hinten spielt von der Position her, werdet ihr später das Klebeband nicht sehen. Wie gesagt, ihr könnt von mir auch schwarzes Klebeband nehmen, es ist wurscht, denn wie gesagt, ihr werdet es nicht sehen. So, wir nehmen einfach so einen kleinen Fetzen, ich nehme jetzt so 4 cm ungefähr und klebt mir einfach hier oben mal eine Lage drauf. So, einfach hier oben mal auf die Tube drauf, so, einmal hier. Und jetzt würde ich hergehen, daher ihr auch gemerkt habt, dass der Schaft nicht nur so minimal wackelt, sondern auch links und rechts, würde ich mir auch hier unten auf diese Fläche ebenfalls vielleicht 2-3 Lagen ISO-Band oder halt Tape aufkleben. Und das macht ihr einfach so lang, bis ihr letztendlich die korrekte Korrektur für euren Schaft habt. Wie gesagt, je nachdem, was für ein Klebeband ihr nehmt, ist es ein bisschen stärker, ist es ein bisschen flacher. Je nachdem, wie der Schaft wackelt, braucht er entweder oben halt 2-3 Lagen oder ihr braucht hier unten drin vielleicht nochmal 2-3 Lagen. Ich habe jetzt letztendlich hier unten links und rechts 2 Lagen, hier eine Lage und da oben habe ich jetzt mal 3 Lagen drauf. Und wenn wir uns jetzt das mal anschauen, dann werdet ihr schon feststellen, dass der gesamte Schaft schon beim Draufschieben deutlich straffer geht. Bedeutet, wenn ihr erwartet, dass das Ganze weiterhin problemlos flutscht, da müsst ihr halt dann ein kleines bisschen aufpassen. So, dann schieben wir das Ganze mal drauf, so weit wie es einmal geht. Und dann sitzt das Ganze schon deutlich besser. Wie gesagt, ihr habt immer noch ein Hauchspiel. Also ich kann hier immer noch, na gut, hoch runter kann ich jetzt nicht mehr, aber ich kann zum Beispiel links und rechts, kann ich noch minimal ein kleines bisschen verdrehen. Das ist aber noch in Ordnung. Bedeutet, ich kann immer noch den Schaft letztendlich in der Länge einstellen. Würde ich ganz fest haben wollen, dann mache ich halt links und rechts unten nochmal eine Lage drauf. Aber wie gesagt, tastet euch einfach ran. Ist ein sehr, sehr simpler und easy fix, wie ihr solche Schäfte einfach fixieren könnt. Auch bei anderen Modellen, auch bei AR15 Modellen. Denn die sind immer, ja, je nach Hersteller auch immer ein bisschen unterschiedlich. Häufig kommt es auch vor, dass zum Beispiel der eine Waffenhersteller, der baut dann das Ding zusammen, kauft den Schaft von irgendeinem anderen Hersteller, dann passen die Maße nicht mehr zusammen und schon hat man den Salat, dann wackelt das Ding halt. Wie gesagt, nehmt ein bisschen ISO-Band oder ein bisschen Tape und dann könnt ihr das Ganze fixieren letztendlich. Bevor wir uns gleich im Anschluss die Internals komplett im Detail anschauen werden, möchte ich euch noch 2-3 Tipps mit auf den Weg geben zum Thema Demontage. Also wenn ihr mal für eine Wartung ran müsst zum Riding oder sowas, müsst ihr gerade bei diesem Modell ein bisschen aufpassen, wenn ihr es auseinanderzieht, damit ihr nicht oben drin dieses Spannhebelsystem da irgendwie kaputt macht. Dementsprechend, ich zeige es euch mal ganz kurz, bedeutet, wir drehen sie auf die Seite her und dann ganz normal wie bei einer AR15 lösen wir den vorderen Pin. Der sitzt sehr, sehr straff drin, müsst ihr also ein bisschen nachhelfen.
So, und wenn der Pin draußen ist, erst einmal ganz wichtig, der Staubschutzklappe natürlich ein bisschen auf die Seite klappen. Ganz wichtig, Verschlussfang einmal drücken, dass das Blech quasi geschlossen ist. Und jetzt müsst ihr beim Auseinanderziehen ebenfalls den Spannhebel mit zurückziehen. Auch nicht zu weit zurückziehen, sondern nur so weit, bis ihr quasi mit diesem Federsystem da oben aus dem Spannhebel innen drin rauskommt. Also ich versuche es euch mal ganz kurz zu zeigen. Bedeutet, wir ziehen hier ein bisschen. So, und jetzt merkt ihr, hier geht nichts mehr. Bedeutet, ich ziehe jetzt den Spannhebel ganz leicht mit Gefühl ein bisschen zurück, dass ich erstmal hier mit diesem Nupsi hier rauskomme aus der Gearbox. Und jetzt muss ich eben auch noch, seht ihr, mit dieser Feder hier und mit dieser Kante raus aus dem Spannhebel. Also auch den Spannhebel beim Auseinanderziehen immer kleines bisschen mit nach hinten ziehen, damit ihr es eben auseinander bekommt. So, der Rest ist dann relativ simpel und easy erklärt. Was ich sehr schön finde, was ihr hier sehen könnt, wer sich an VFC erinnert oder VFC kennt, der beidseitige Magazinauswurf ist jetzt nicht irgendwie mit so einem kleinen Mini-Gewindestift von unten befestigt oder von oben, sondern es ist eine ganz normale Schraube. Bedeutet, ihr könnt nur ganz normal einen 2 mm Inbus hernehmen, zack, lösen, dann ist der Magazinhalter weg. Also das ist deutlich besser konstruiert wie bei VFC mit diesem Gewindestift da oben drin oder unten drin teilweise. Das kann immer ein bisschen nervig sein, vor allem wenn der Gewindestift mal Schaden nimmt. Also hier eine ganz normale Schraube letztendlich dran. Und der letzte Tipp betrifft noch die Verlegung der Kabel im Pistolengriff. Bedeutet, den kann man ganz normal wie üblich bei einer AR-15 lösen oder wie bekannt. Bedeutet einmal dieses Teil hier weg, das müsst ihr einfach wegdrehen, das werden die meisten kennen. Also rausdrehen, dann entfernen und dann müsst ihr diese beiden Schrauben vorne einmal lösen. Und dann geht es mir nur darum, damit ihr ein bisschen aufpasst, wie rum der Motor drin ist und wie die Kabel liegen. Denn das ist bei diesen HK-Griffen teilweise ein bisschen weird. Also gerade wenn man irgendwo bei einer HK mal bei einer günstigen, wo kein EFCS drin ist, mal ein EFCS nachrüstet oder so, dann kann es mit den Kabeln teilweise ein bisschen nervig sein. Also Schrauben weg, dann das Ganze nach oben entfernen. So, und jetzt seht ihr, der Motor ist so rum drin, dass quasi Plus ist vorne. Und also beide Kabel laufen im vorderen Bereich nach oben vor dem Motor. Dann geht direkt Plus im vorderen Bereich drauf und Minus legt sich komplett einmal außen rum und geht dann hinten drauf. Und genau so müsst ihr es natürlich wieder verkabeln, damit der Motor komplett hintenbündig anliegt und sauber runterfedern kann. Wenn ihr da ein bisschen die Kabel falsch verlegt, könnt ihr bei diesen Griffen sehr schnell Probleme bekommen. Und halt wirklich aufpassen, dass das Minuskabel hier schön an der Wandung dran liegt, quasi komplett außenrum, damit ihr auch mit diesem Steg hier unten schön an dem Kabel vorbeikommt und nicht auf das Kabel drauf drückt. Also hier wirklich darauf achten, dass alles sauber verlegt ist von den Kabeln. Gut, und der Rest ist selbst erklären, da brauchen wir nicht drüber schwätzen. Pistolengriff von innen dann lösen. Feuerwahlhebel können auf beiden Seiten ganz normal abschrauben. Da ist auf der Seite keine Kugel drin. Vom Schützen aus auf der linken Seite ist eine kleine Kugel unten drunter mit einer Feder. Da müsst ihr halt aufpassen, nicht verlieren. Und dann ist der Rest eigentlich selbst erklärend. Bolt Catch raus, von der Seite mit einem kleinen Stifttreiber rausklopfen. Der ist hier auf der Seite ein bisschen gerändelt. Ja, wie gesagt, und der Rest ist wie bei einer AR-15 letztendlich. Und natürlich schauen wir uns auch heute die Internals wieder komplett im Detail an. Und hier werdet ihr euch denken, ja, ist wahrscheinlich 1:1 exakt identisch wie bei dieser EC25 oder wie hieß das Ding? Ja, halt die SR25 von E&C. Und ja, nahezu, aber ihr seht es vielleicht schon, die Gearbox oder die Shell selbst weicht ein kleines bisschen ab. Bedeutet, der gesamte Grundaufbau ist natürlich eine V2.5 Gearbox, wie vorhin schon kurz angesprochen, also großer Zylinder drin, 19 Zahnsystem, sehr viel Volumen. Aber ihr seht, dass die Shell jetzt im Vergleich zu dieser SR25 hier oben nochmal so eine Aufnahme quasi für dieses Spannhebelsystem hat oder für dieses Verschlusshebelsystem. Bedeutet, ihr habt hier seitlich dann einmal dieses Blech da seitlich dran, das läuft hier unten diese Kunststoffführung und oben drin habt ihr dann eben so eine Stange mit so einem kleinen Kunststoffteil noch mit drin. Also das hat die EC25, hat das nicht. Bedeutet gleichzeitig, ihr bekommt natürlich auch dementsprechend keine anderen Gearboxen rein. Bedeutet ja, es würde wahrscheinlich eine stinknormale V2.5 Gearbox
mit beidseitigem Feuerwahlhebesystem würde vermutlich reinpassen, aber ihr könntet dann zeitlich dieses Verschlussblech nicht mehr installieren. Und das finde ich immer nicht ganz so schön. Ich meine, wenn euch das wurscht ist und ihr die Staubschutzklappe so oder so immer zu habt, dann ist es wurscht. Aber wie gesagt, wenn man die offen lässt, dann hat man halt den puren Zylinder über den Auswurf sichtbar. Sieht also nicht ganz so geil aus. Also hier aufpassen, eine ganz spezielle Gearbox bei dieser SMR17 bzw. SMR28. Der Rest ist dann 1:1 exakt identisch zu den SR25 Modellen. Bedeutet auch hinten mit dem Federschnellwechselsystem, habe ich euch vorhin schon gezeigt, fetter Stahl Spring Guide hinten drin, ganz easy zum Raus- und Reinschrauben. Total geiles Federschnellwechselsystem, wird heute auch einen Pluspunkt dafür geben, mit Axiallager hinten drauf auf dem Edelstahl Spring Guide. Also hier wieder super. Und eben dann große Gearbox, wie gerade schon angesprochen, fetter SR25 Zylinder drin mit 82 mm und entsprechend auch sehr viel Volumen drin. Das schauen wir uns später natürlich noch im Detail an. Von der Lagerung seht ihr das auch bereits, komplett 8 mm Kugellager drin. Da muss ich für meinen Teil wieder sagen, ja, das ist in Ordnung, so wie die Knifte kommt, sage ich mal mit 1,8, 1,9. Vielleicht von der Haltbarkeit her, wenn man auf lange Zeit überlegt, wäre vielleicht eine Kombination aus Stahlaufbuchsen und Kugellager wieder etwas langlebiger gewesen. Bedeutet gerade hier die Kugellager am Sektorgear und am Spurgear im unteren Bereich, die werden euch am schnellsten verschleißen. Das sind normalerweise die Punkte, wo man Stahllaufbuchsen einsetzen kann. Gerade wenn man mit dem Gedanken spielt, das Modell mit noch mehr Energie auszustatten. Ich sage vielleicht mal so 2,3 oder sowas, 2,4. Dann würde ich definitiv auf Stahllaufbuchsen oder auf eine Hybridkombination zurückgreifen. Aber so wie es out of the box kommt, wie gesagt, lasst es erstmal drin und gut ist. Nur da muss man vielleicht auch wieder ansprechen, lasst drin, ist in Ordnung, aber ihr wisst ja vielleicht selbst, dann spielt ihr das Ding halt mal, keine Ahnung, vielleicht 10 Mal oder so. Und wenn dann sich ein Kugellager frisst oder bricht oder kaputt geht, dann kann es passieren, dass sich die Gears verklemmen und daher der Motor so viel Bums hat, können daraus sogar Folgeschäden entstehen. Bedeutet, dann könntet ihr euch sogar die Gears kaputt machen, nur weil ihr dann Lagerschaden habt. Wie gesagt, für diejenigen, die basteln können, Stahllaufbuchsen am Sektor und am Spur unten, vielleicht am Bevel oben, wäre eine kleine Optimierung, je nach Energie, was ihr mit dem Ding spielen dürft oder spielen möchtet. Ansonsten kann man nicht meckern. Einen kleinen Punkt vielleicht noch, gerade im Vergleich zu den modernen Syma-Gearboxen. Ihr seht es hier vorne, handelt es sich letztendlich um eine stinknormale V2.5, beziehungsweise vom Aufbau her eine stinknormale V2. Bedeutet, ihr habt oben am Zylinder kein Radius drin, auch unten kein Radius und auch im inneren Bereich ist diese Shell nicht sonderlich verstärkt. Also hier, wie gesagt, natürlich der Zylinderhead, der drin ist, der puffert alles noch ein bisschen raus, ist in Ordnung. Ich persönlich denke aber, dass die Syma-Gearboxen fast ein kleines bisschen haltbarer sind. Wie gesagt, er hätte vielleicht E&C auch hier unten noch ein bisschen mehr Material aufbringen können. Dann hier oben eben Radius, hier unten ein Radius am Zylinder. Ansonsten könnte es euch halt passieren, wenn ihr zu viel Energie reinstopft in das Teil, dass die Gearbox irgendwann mal bricht oder reißt. Gerade hier oben rüber, klack, und dann bricht die einfach weg. Ich weiß gar nicht, gibt es die Gearboxen schon als Ersatz? Müsste ich gucken, habe ich gerade nicht im Kopf. Falls die schon als Ersatz geben sollte, die sind meistens aber recht günstig. Bedeutet, auch wenn ihr mal nach einem Jahr oder nach 2 Jahren eine neue Gearbox braucht, ist sowas meistens mit 20, 25 Euro hat sich das erledigt, dann bekommt ihr eine neue. Aber wie gesagt, die Syma-Gearboxen finde ich von der Haltbarkeit im vorderen Bereich etwas besser umgesetzt. Dann natürlich vielleicht für neue Zuschauer oder wer im Airsoft neu einsteigt, auch bei diesen Modellen ist selbstverständlich wieder ein hochwertiges EFCS-System drin verbaut. Bedeutet jetzt bitte nicht vergleichen, irgendwie so ein Core oder so ein Airsoft Systems ASCU Pro, nicht vergleichen mit diesen ganzen China-Standard-MOSFETs von Syma zum Beispiel. Also die sind qualitativ noch nicht auf dem Stand, wie, sage ich jetzt mal, ja, wie hochwertige EFCS-Systeme, sei es jetzt von Gate, Perun, Chevtron oder eben Airsoft Systems, beziehungsweise dieses Begadi Core. Also hier gibt es immer noch qualitative Unterschiede und das Core hat sich einfach so die letzten 4, 5 Jahre bewährt. Ihr könnt da Akkus reinballern, was ihr wollt. Ihr habt eine Zyklenüberwachung, ihr habt einen Mikrotaster über den Abzug. Das funktioniert einfach und ist auch sehr
wartungsfreundlich. Also ihr müsst da nicht dran rumbasteln, nichts irgendwie einstellen, besonders mit Precocking, mit Aktivbremse, sonstiges. Nein, das Ding ist eigentlich Plug and Play, bedeutet rein, Spaß haben, fertig. Also auch hier gutes EFCS-System drin verbaut, wie gesagt mit Zyklenüberwachung. Bedeutet auch, ihr könnt so schnell triggern, wie ihr wollt. Ihr bekommt keinen Gearbox-Jam. Ihr habt die Akkuüberwachung, Zyklenüberwachung, alles eben mit an Bord. Also auch hier wieder EFCS von Begadi drin verbaut. Mit MOSFET natürlich, finde ich natürlich wie immer klasse. Und dann seht ihr, wie vorhin schon kurz gezeigt, auch hier ist bei E&C wieder so ein kleiner Gewindestift unten drin. Und über diesen Gewindestift könnt ihr eben den Abzug weiter vorstellen und könnt dementsprechend bereits out of the box, wenn ihr das denn unbedingt bei den Modellen möchtet, könnt ihr eben einen Speed-Trigger oder einen Hair-Trigger konfigurieren. Bedeutet, je weiter ihr die Schraube reinschraubt, desto kürzer wird letztendlich euer Abzugsweg. Ist letztendlich aber auch bei allen E&C-Modellen von dieser Begadi Update-Serie schon Standard, glaube ich. Also, wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, wie viele Generationen, aber das haben wir schon öfters gesehen, diesen kleinen Gewindestift. Habe ich euch ja vorhin schon gezeigt, wie man diesen einstellt. Dann lasst uns gleich weitermachen mit den Gears und mit dem Shimming. Die Gears müsst ihr da kennen, sind 1:1 exakt identisch wie bei dieser EC25. Bedeutet ganz normal gesintertes Gearset, also nicht CNC gefräst, sondern ja gesintertes Ganze. 18:1 von der Untersetzung, aber mit einem 19 Zahn Sektorgear bzw. einem SR25 V2.5 Sektorgear. Wie gesagt, 19 Zahnsystem und dementsprechend wird eben der Piston weiter zurückgezogen in der großen Gearbox und ihr habt mehr Volumen drin. Also aufpassen, wenn ihr mal ein neues Gearset benötigt oder vielleicht ein besseres, achtet darauf, ihr braucht 19 Zahn Sektorgear, um das maximale Volumen nutzen zu können. Hier vielleicht bei den Gears noch ein Punkt. Ich glaube, der Delayer hat sich geändert. Der müsste neu sein. Da muss ich aber jetzt auch noch mal ins Video reingucken von der SR25 von E&C. Ich meine aber, die hatte noch keinen Delayer drauf. Jetzt diese HK oder diese SMR17 und SMR28 Modelle haben eben jetzt nochmal einen Delayer auf dem Sektorgear mit drauf, damit eben die Tabbleplate noch ein bisschen länger zurückgehalten wird und dementsprechend die Kugel vom Magazin mehr Zeit hat, gefeedet zu werden in die Hop-Up-Kammer. Und ich habe es euch vorhin, glaube ich, beim Magazin auch schon angesprochen, ihr könnt auch 0,43 reinstopfen, das Ding feedet ohne Probleme. Also auch hier eben ein bisschen optimiert wahrscheinlich mit einem Delayer. Wenn wir jetzt aber gerade bei den Gears sind, noch ein weiterer Punkt. Ich habe es, glaube ich, zweimal gelesen. Einmal direkt bei uns im Discord ist bei jemandem bereits das Spur-Gear in der SR25 gebrochen. Und ich meine auch, entweder in der Facebook-Gruppe im ASVZ habe ich es auch mal gelesen, da ist auch bei jemandem das Spur-Gear gebrochen. Natürlich, hier wieder aufpassen, je nachdem, was ihr Energie reinstopft, werden natürlich die Gears sehr stark belastet. Bedeutet, wenn ihr jetzt auf die Idee kommt, in das Ding mit über 2 Joule zu spielen, dann wäre es vielleicht sogar angebracht, die Gears irgendwann mal zu tauschen durch ein CNC gefrästes. Die sind dann meistens etwas haltbarer wie die gesinterten, beziehungsweise diese Gussgears. Also hier muss ich sagen, out of the box, ja, ist in Ordnung. Gerade der Motor, wo wir gleich drauf zu sprechen kommen, der ist mega in dem Modell. Aber die Gears, würde ich sagen, die sind hier bei 1,9, so wie die Knifte out of the box kommt, sind sie wirklich an der Belastungsgrenze. Also ich würde den Gears jetzt nicht unbedingt 2,2, 2,3 Joule auf Dauer vielleicht nicht zutrauen. Da kann es dann eben schon vorkommen, dass da mal ein bisschen Karies entsteht, vielleicht mal ein paar Zähne wegbrechen oder so. Also hier, wie gesagt, übertreibt es von der Energie nicht, dann ist es in Ordnung. Wenn ihr unbedingt zu viel Energie spielen wollt und ihr als DMR das Modell nutzen wollt, wäre gegebenenfalls sogar ein Silverline Gearset angebracht. Und dann auch wieder aufpassen, diese Silverline Gears, CNC Gears, für SR25 gibt es mittlerweile auch als 13:1. Die könntet ihr auch verwenden, dann aber würde ich auch nicht über 2 Joule. Denn 13,1er Gears sind sehr schnell untersetzt und wenn ihr da 2 Joule reinbuttert, dann sind auch die aufgrund der Untersetzung der Schnellen auch wirklich an ihrer Grenze. Also alles, was ihr über 2 Joule verwenden möchtet, dann würde ich immer auf ein ganz normales 18:1er Gearset gehen. Wenn ihr, sage ich mal, 1,8, 1,9, dann würde es mit dem Motor sogar möglich sein, 13:1 zu verwenden. So, dann schauen wir uns noch das Shimming an. Das ist seitens E&C recht anständig umgesetzt, muss man sagen. Bedeutet, das Sektorgear ist wirklich super eingeschimmt. Also selbst wenn ich das hochdrücke, könnt ihr vielleicht an der Achse oder an der Welle sehen. Das hat einen Hauch Luft, also wirklich Haaresbreite, läuft aber natürlich schön leichtgängig. Das Spur-Gear könnt ihr noch mal ein bisschen mehr vertragen. So, warte mal, das zeige ich euch am besten, wenn ich es von innen hochdrücke.
Da könnte man nochmal vielleicht eine 0,1er oder so draufpacken. Bedeutet, es hat ein kleines bisschen mehr Luft. Was dann sehr viel Luft hat, aber nicht ganz so relevant ist, ist unten das Bevel Gear. Da könnte man auch gerne noch eine 0,2er aufbringen. Da aber das gesamte Bevel Gear so oder so nach außen gedrückt wird, übers Kegelrad oder über die Flanken, ist es nicht ganz so wild, ob das jetzt perfekt eingeschimmt ist. Solange sich die Knifte out of the box vom Klang her nicht schlecht anhört, würde ich sagen, ist das in Ordnung. Und da reißt natürlich auch der Motor einiges raus. Also hier, wie gesagt, würde ich jetzt nicht sofort hergehen und würde da das Ding auseinanderrupfen und irgendwie neu schimmen oder so. Nein, das ist out of the box vollkommen in Ordnung. Da war zum Beispiel letzte Woche oder vorletzte Woche diese Syma SVD, die war wirklich grauenhaft. Also da hat man ja teilweise einen Millimeter Luft drin gehabt in den Gears. Ist bei dem Modell nicht der Fall. Also das ist vom Shimming her in Ordnung und auch, habt ihr es vielleicht gerade schon gesehen, die Gears sind auch überall leicht gefettet. Das ist zwar ein transparentes Fett, aber die sind komplett außenrum schön schmierig und glitschig. Also auch hier ja out of the box sauber gefettet und geschmiert. Können wir direkt weitermachen mit dem gesamten Pisten- und Zylinderset. Und hier sind die Bauteile bzw. die Komponenten 1:1 exakt identisch wie bei der SR25 oder EC25. Bedeutet, im inneren Bereich findet ihr weiter den PA-Pisten vor, also Polyamid-Kunststoff. Sehr guter Pisten, muss ich sagen, und erfreulich eben auch bei E und C. Seht ihr später nochmal im Detail im unteren Bereich mit 18 Stahlzähnen. Jetzt wird sich einer denken, ja, aber warum 18? Es ist ja 19 Zahnsystem. Richtig, E und C verzichtet zum Glück auf den vorletzten Zahn und stellt uns den AOE bereits out of the box ein. Über ein großes Sorbopad vorne am Zylinderhead. Zeige ich euch dann auch gleich. Das finde ich eben gut bei E und C. Der Zahn fehlt komplett. Hier können andere Hersteller noch ein bisschen dazulernen. Gerade bei Syma finde ich das immer ein bisschen schade. Die ballern euch dann einen Zylinder rein oder einen Pisten rein mit komplett 19 Zähnen oder komplett 16 Zähne. Und es ist euch mit diesen Pistons einfach nicht möglich, den AOE einzustellen. Und er ist auch seitens Syma oder seitens anderen Herstellern auch standardmäßig nicht eingestellt. Bedeutet, da achtet einfach keiner drauf. E und C achtet da drauf und das finde ich eben gut. Der fehlt und der AOE wurde bereits eingestellt. Zeige ich euch dann gleich. So, beim Pistonhead hat sich nichts geändert. Den kennt ihr, ganz normaler CNC gefertigter oder gedrehter Pistenhead aus Aluminium mit Axiallager innen drin und mit einem O-Ring. Hier muss man vielleicht wieder ansprechen, ja, ein O-Ring bedeutet, der Pistenhead kann auf Dauer innen drin am Zylinder ein kleines bisschen Reibung entwickeln oder ein kleines bisschen schleifen. Da ist es zum Beispiel bei anderen Herstellern, gerade bei Syma zum Beispiel, besser, einen Pistenhead zu verwenden mit 2 O-Ringen. Oder auch diese Begadi Pistenheads, die verwende ich recht gern, haben auch nochmal einen kleinen O-Ring hier vorne drauf, damit einfach das Material nicht scheuern kann. Bedeutet letztendlich, out of the box dichtet alles sauber ab, da können wir nichts kritisieren. Ihr habt auch jetzt, oder ihr seht auch jetzt, ist absolut noch kein Reiben oder kein Schleifen, kein Abrieb irgendwie sichtbar. Wenn ihr aber mal eine Wartung macht, vielleicht mal nach einem Jahr oder 1,5 Jahren, kontrolliert einfach mal den inneren Bereich von eurem Zylinder, von eurem Pistenhead vorne. Gibt es irgendwo Schleifspuren? Merkt ihr irgendwie im Fett, dass irgendwie Partikel vorhanden ist? Wird das Fett irgendwie recht schnell dreckig? Dann wäre eben, wie gesagt, ein Pistenhead mit 2 O-Ringen, wäre da ein bisschen angebrachter. Aber out of the box, wie gesagt, ist es vollkommen in Ordnung und dichtet auch sauber ab. Dann habt ihr es gerade schon gesehen, es ist ein kompletter SR25 Edelstahlzylinder drin verbaut. Bedeutet, Länge sind hier 82 mm und entsprechend deutlich länger wie bei Standardkniften und vor allem deutlich länger wie bei VFC, M110, G28 oder whatever. Also hier ein großer Vorteil, muss ich sagen, bei dieser SMR 17 oder SMR 28, ihr habt einfach viel Volumen drin. Wenn wir das Ganze mal ausrechnen, wir haben hier eine maximale Hublänge von 64,3 mm und das gibt ein Verhältnis mit dem Lauf von 440 mm von 2,3:1. Und dementsprechend habt ihr auch bei schweren BBs keinen Joule Drop. Habt ihr vorhin im Chrono gesehen, auch wenn ihr da 0,4er reinstopft oder 0,45er reinstopft, dann fällt euch die Energie einfach nicht ab im Vergleich zu anderen Systemen. Da ihr einfach einen großen Zylinder drin habt, viel Luftmenge drin habt und dementsprechend auch diese schweren BBs problemlos durch die 440 mm Lauf durchdrücken könnt, ohne dass euch die Luft ausgeht. Also das finde ich klasse. Thema Volumen hat uns hier einfach saugut umgesetzt. Da habe ich ja bei VFC, bei der M110, ziemlich drüber schimpfen müssen oder fand ich nicht ganz so geil. Da muss ich sagen, wie gesagt, da hat E&C ein bisschen einen besseren Job gemacht, auf eine V2.5 Gearbox zu gehen mit großem Zylinder. Und wie gesagt, das Ganze aus Edelstahl und natürlich
ohne Port, also komplett maximal Type F-Zylinder, SR25 komplett geschlossen, super. So, und dann eben der Punkt vorne, was ich bei E und C auch sauber finde oder gut finde. Erstens mal, der Zylinderhead sitzt sauber drin, dichtet hervorragend ab. Und dann könnt ihr eben jetzt hier sehen, E und C verwendet immer vorne auf dem Zylinderhead bereits out of the box ein sehr, sehr groß dimensioniertes Sorbopad. Bedeutet, dieses große Gummipad nimmt euch einfach den Aufprall raus und damit schont ihr einfach auch die Gearbox. Gerade eben bei so einem Modell, wo man einfach gern mal 2,2 Joule spielt, finde ich das einfach gut. Das Ganze kann komprimiert werden, gibt eben nach und ihr belastet dadurch die Gearbox-Shell nicht so arg. Also hier bereits ein extrem großes Sorbopad seitens E und C drin verbaut. Und wenn ihr euch das Ganze jetzt vielleicht mal so anschaut und hier innen reinschaut, das ist jetzt auch nicht einfach nur das Sorbopad hinten drauf geklebt, sondern das Sorbopad zieht sich komplett in den Zylinderhead rein. Bedeutet, ihr habt hier ein Sorbopad mit. So, wo ist mein Messschieber? Dann sage ich es euch direkt. Hier drüben liegt er. Schauen wir mal ganz kurz, was wir hier Sorbopad-Länge haben. Oder Höhe haben. Ihr habt hier ein Sorbopad drin mit 8,8 mm. Also ein 8 mm hohes Gummipad, was die Energie wunderschön einmal rausnehmen kann. Und da würde ich jetzt auch gar nicht rumkaspern und würde irgendwie den Zylinderhead tauschen. Nein, da bringt euch ein anderer Zylinderhead, bringt euch eigentlich gar nichts. Den hat E und C wirklich sauber umgesetzt. Auch das Ganze sauber gefräst bzw. gedreht, ist aus Messing gefertigt. Tipptopp, also Zylinderhead wirklich spitze. Und eben aufgrund des Sorbopad hinten haben sie eben auch den AOE eingestellt. Bedeutet, lasst mich das mal wieder reinquetschen. Wenn wir uns das Ganze mal in der Gearbox anschauen, bedeutet, wir stecken einfach mal den Piston da hinten rein, drehen mal kurz das Sektorgear. Und dann könnt ihr eben sehen, dass der Piston hier hinten aufgrund des Sorbopads schön weit raussteht. Und wenn dann das Sektorgear hier reingreift, seht ihr, der vorletzte Zahn fehlt. Das Sektorgear, der Piston steht weiter hinten. Das Sektorgear kann hier vom AOE wunderschön in den Piston reingreifen. Dementsprechend geht eben die Last direkt nach hinten. Also der Piston wird komplett nach hinten gezogen und nicht erst im 45-Grad-Winkel nach oben gedrückt. Bedeutet einfach deutlich weniger Belastung auf das Sektorgear, auf die ersten Zähne und deutlich weniger Belastung auf die Stahlstange unten am Piston dran. Die drückt euch also nicht nach innen drin in den Korpus rein. Also AOE ebenfalls tipptopp umgesetzt, muss ich sagen. So, dann bleibt uns eigentlich nur noch die Nozzle und wie gesagt, hier hat sich nichts geändert. Es ist weiterhin eine Messing-Nozzle drin verbaut. Die Länge sind hier 23,1 mm. Also ein bisschen aufpassen, eine relativ spezielle Länge, ist aber exakt identisch wie bei der EC25. Und auch sehr erfreulich, die Nozzle hat sogar 2 Ohrringe im inneren Bereich. Was mir nur aufgefallen ist, die ist zwar sauber geschmiert und überall ist ein bisschen Fett drauf, das ist in Ordnung, aber die Nozzle ist gleichzeitig auch sehr passgenau gefertigt. Bedeutet, die hat auf diesem Stutzen so gut wie gar kein Spiel mehr und dadurch merkt man aber, wenn man sie hin und her fährt, dass sie ganz leicht ein bisschen reibt. Also so minimalst Reibung ist vorhanden, aber würde ich jetzt nicht kritisch sehen, versteht mich nicht falsch, dafür wackelt das Ding halt null rum, ne? Also das Ding sitzt wirklich perfekt drauf. Wirklich perfekt. Dementsprechend eigentlich super, aber wie gesagt, sehr, sehr eng produziert von E und C. Dementsprechend merkt man einfach da, ja, die reibt minimals reibt sie ein bisschen. Aber hey, dafür dichtet sie sauber ab. Wenn ihr jetzt mal eine andere Nozzle benötigen solltet, passt mal ganz kurz auf, das können wir uns mal noch kurz anschauen. Ich habe mal ein paar Nozzlen hergelegt. Ich habe jetzt zwar keine Nozzle da mit 23,1, aber wir können uns trotzdem mal ganz kurz die Kompatibilität anschauen. Bedeutet, wir probieren erstmal, das ist eine Tight Fit von Begadi. Schauen wir mal, die passt überhaupt nicht drauf. Also Tight Fit Nozzlen sind nicht kompatibel. Dann haben wir eine Max Nozzle. Dann schauen wir mal, wie die drauf passt. Die passt sehr gut, hat aber sehr viel Spiel. Also wenn ihr hier mal herguckt, diese Max Nozzlen, die sind einfach sehr groß vom Durchmesser. Die wackelt ein bisschen arg stark. Wäre aber, ja, würde vielleicht gehen. Ja, aber wie gesagt, gibt bestimmt Besseres. Also Max-Nozzlen würden passen, haben aber ein bisschen arg viel Spiel. So, dann haben wir hier eine E-PES. Schauen wir mal, wie die passt. Die passen eigentlich immer recht gut bei so Standardzylindern. Oh ja, die passt. Oh, die läuft sogar ein bisschen straff. Okay. Oh, nee, also E-PES würde ich jetzt auch nicht unbedingt probieren oder nicht verwenden. Die läuft ein bisschen zu straff. Bedeutet, die kann hängen bleiben aufgrund der Tappet Blade. Also E-PES vermutlich nicht. Und dann habe ich hier noch eine Begadi Standard-Nozzle. Auch mit 2 Ohrringen. Dann schauen wir mal, wie die drauf passt. Die wird aber wahrscheinlich genauso. Oh nee, die passt gut. Ja, die passt. Aber die läuft auch ein bisschen straffer, muss ich sagen.
Also da finde ich die Standard, die Originalnozzle, finde ich da von der Passgenauigkeit oder von den Maßen, finde ich die für den Zylinderhead sogar am besten. Also selbst diese Bugatti-Nozzle, die sitzt zwar schön straff, hat auch null Spiel, aber die läuft auch ein bisschen, zu schwer, muss ich sagen. Also bleibt im besten Fall bei der Originalnozzle. Bevor wir gleich sehr ausführlich über Thema Lauf- und Hop-Up-System sprechen werden, schauen wir uns noch ganz kurz Tabletplate und Motor an. Tabletplate ist auch wieder Standard SR25, also sehr lange Tabletplate und auch sehr gut von E&C. Bedeutet, man kann es vielleicht ein bisschen erkennen, wenn das Licht hier ein bisschen drauf fällt. Man kann eben die einzelnen Glasfasern hier im Material erkennen. Ist also eine PA-Tabletplate, Polyamid-Kunststoff mit Glasfaser, und die ist wirklich super. Also die ist wirklich schön haltbar, schön robust, kann hier vorne auch nicht zu stark nachgeben, weil sie schön hart ist und nicht zu weich ist. Auch hier beim Biegen her, das ist eine super Tabletplate, also da kann man gar nicht meckern. Dementsprechend, wie gesagt, die ist klasse, muss man definitiv nicht optimieren. Schönes Material, schön haltbar gewählt, einwandfrei. So, und dann wird es einen weiteren Pluspunkt geben, denn Bugatti kombiniert diese ganze Knifte mit einem brandneuen Mamba 28K Motor. Und wer sich vielleicht auf Patreon die Motordaten oder die Motorwerte von diesem 28K schon angeschaut hat, der weiß, dass der zwar 2000 Umdrehungen langsamer ist wie der Mamba 30K, was aber absolut unrelevant ist. Bedeutet, diese 2000 Umdrehungen merkt ihr absolut null. Dafür ist das Ding deutlich effizienter und zieht auch deutlich geringere Ströme. Also hier wirklich super, ein sehr, sehr guter Motor, gerade mit der Kombination 18:1. Wirklich unheimlich dankbar. Habt ihr vorhin auch vom Klangbild gehört, vom Ansprechverhalten. Auch wenn es ein 19-Zahn-System ist, auch wenn es ein 18:1er Untersetzung ist. Das System ist dennoch sehr, sehr schnell aufgrund des 28K Motors. Und ihr habt eben nicht die Probleme mit dem 30K, dass ihr unbedingt sehr große Akkus braucht, weil das Ding so hohe Ströme zieht. Nein, ihr könnt ganz normale Akkus verwenden und das Ding rotzt einfach wie Sau. Also unheimlich guter Motor, gerade eben mit der Kombination 18:1, finde ich einfach klasse. Kostet, glaube ich, auch, wenn man den einzeln kauft, ich weiß gar nicht, wo liegt denn der? Ich glaube 50 € oder sowas. Und ist jetzt hier bereits out of the box drin verbaut. Einfach klasse, wirklich klasse. Hätten sie jetzt den Standardmotor reingemacht, wieder ihren 30K, dann hätte man natürlich wieder hergehen müssen und hätte ein bisschen auf die Akkus achten müssen. Bedeutet, ihr müsst eigentlich bei dem 30K relativ große Akkus nehmen oder Akkus, die stark belastet werden können von der C-Rate, also von den Strömen her. Ist jetzt bei diesem Motor eben nicht der Fall und ihr bekommt mit dem Motor auch deutlich mehr Schüsse raus wie mit dem 30K. Also das finde ich geil kombiniert. Nur eben, wenn ihr, wie vorhin schon angesprochen, bei der Energie und von den Gears, wenn ihr das Ding mit 2 Joule spielen wollt und das Ganze mit 13:1 untersetzt, dann wiederum wäre ein 19K vielleicht die bessere Wahl. Wenn ihr bei 18:1 bleibt, ist das einfach hervorragend gewählt. Also wie gesagt, ich würde sowieso das Modell, sage ich mal, 2,2 Joule, den Motor drin lassen, vielleicht noch ein 18:1er Silverline Gearset, wenn das Originale verschlissen ist. Fertig, hat sich die Sache erledigt. Also sehr, sehr guter Motor, hervorragend, bereits out of the box in diesen Modellen drin verbaut. So Leute, dann natürlich neben Volumen noch das nächste sehr wichtige Thema, Lauf-Hop-Up-System und vor allem auch Kompatibilität. Denn hier habe ich jetzt auch gestern bereits einiges für euch getestet und habe sogar einen 3D-Drucker wieder angeschmissen. Kommen wir gleich drauf zu sprechen. Also zunächst mal die Läufe. Ihr habt es vielleicht bei Bugatti schon gesehen. Die SMR 17 hat eine Lauflänge von 340 mm und die SMR 28 oder dieses G28, halt das lange Modell, von 440 mm. Und beide Läufe Standard aus Messing, Standard AEG. Und das Ganze eben bereits mit 6,03 mm Innendurchmesser. Und das ist auch korrekt, bedeutet, das wird nicht einfach nur reingeschrieben, sondern ich habe das auch wirklich mal gegenkontrolliert. Das sind halt wirklich 6,03. Gut, das ist immer ein bisschen schwierig mit dem Messschieber zu messen, aber wie gesagt, das sind wirklich 6,03. Also die Angaben sind letztendlich korrekt. Das ist auch nicht immer bei jedem Hersteller der Fall, leider muss man sagen. Also Standard Messing. Was ich vorhin beim Zylinder noch kurz vergessen habe, euch zu sagen, was ich glaube ich nur eingeblendet habe. Volumen natürlich bei der SMR 28 habt ihr ein Verhältnis von 2,3:1. Bei der SMR 17, also bei der HK417, habt ihr sogar 2,9:1. Also natürlich kürzerer Lauf, dementsprechend deutlich mehr Volumen zur Verfügung für eben 0,45. Aber wie gesagt, selbst diese 2,3:1 in der langen Variante langen euch problemlos auch für schwere BBs aus.
So, die Läufe an sich machen wirklich einen super Eindruck. Ich habe nur bei einer Knifte einmal durchgeputzt. Bedeutet Hop-Up eingeschossen und dann bin ich hergegangen, habe einmal durchgeputzt. Das war in Ordnung. Es waren aber dennoch so ganz kleine, ich weiß nicht, wie ich das nennen soll, irgendwie so leichte schwarze Partikel waren im Lauf drin. Das hat man auch gesehen, wenn man quasi durch den Lauf einmal ins Licht geschaut hat. Der hat innen drin nicht so stark geglänzt, sondern der sah eher ein bisschen matter aus innen. Bin ich also einmal durchgegangen, einmal durchgeputzt und jetzt, wie gesagt, jetzt ist er wirklich clean und wunderschön aufpoliert innen drin. Also auch hier vielleicht mal merken, wenn ihr das Hop-Up eingeschossen habt, wenn ihr die ersten vielleicht 5, 6 Magazine durch habt, einmal kurz mit dem Laufreinigungsstab rein, einmal die Süffe rausputzen, vielleicht Fertigungsrückstände oder von der Fertigung irgendwie Öl, Fett, whatever, einmal kurz durchputzen, fertig. Ist aber auch bei den meisten Airsoft-Modellen eigentlich immer der Fall. Also kurz mal durchputzen, ansonsten sind die Läufe tipptopp. Vom Fenster hinten, das können wir mal ganz kurz rausmessen, was wir da haben. Da müssen wir um die 5 haben, oder? 5,5. Also genauso wie bei Syma letztendlich, ganz normales 5 mm System. 5,5 bis 5,6 mm Fensterlänge, Fenstergröße und dementsprechend wären eben auch zum Beispiel R-Hop-Buckings kompatibel. Sprechen wir dann gleich an. Dann müssen wir uns mal noch angucken, das Maß von der Kante hinten bis zur Arretierung, denn auch das weicht leider je nach Hersteller immer ganz gern ab. Aber schaut mal, da sind wir bei 22 mm. Wartet mal, so kann man es besser sehen. 22,1 ungefähr Millimeter, bedeutet von der hinteren Kante, von der Kante bis zur Arretierung. Und warum spreche ich das heute an? Ihr müsst immer ein bisschen aufpassen, das letzte Mal euch auch schon angesprochen. Je nachdem, was für einen Lauf ihr habt, je nach Hersteller, macht der Hersteller diese Fräsung immer unterschiedlich. Also auch das haben die Hersteller bis heute nicht gelernt, die Fräsung immer gleich anzubringen, sondern ihr könnt Läufe haben, da habt ihr hier einen Abstand von 23 mm, dann habt ihr 22,5, dann habt ihr 22 mm und immer je nachdem wie die Fräsung ist oder die Arretierung, sitzt der Lauf halt anders in der Hop-Up-Kammer drin. Bedeutet, wenn ihr irgendwann mal eine Knifte umbaut und vielleicht mal einen neuen Lauf benötigt, weil der alte kaputt ist oder verschlissen ist, dann achtet darauf, dass der Abstand identisch ist. Und wenn da eine zu hohe Toleranz drin ist und der Lauf sitzt zu weit vorne, dann kann es zu Double Feeds kommen, ihr könnt Missfeeds bekommen. Also das, wie gesagt, da muss man echt aufpassen, ist mittlerweile echt ein bisschen ärgerlich, muss ich sagen. Aber hier 22 mm, das müsste ziemlich Standard sein. 22,2, 22,3 bis 22,5. Nur Syma weicht ab und zu mal ab, die verwenden halt dann irgendwas mit 22,8 oder sogar 23. Und wie gesagt, ein bisschen aufpassen auf diese Fräsung immer. So, wie gesagt, Standard AEG-Lauf 603, alles tippitoppi. Und dann zum Thema Hop-Up. Das ist letztendlich, wie das letzte Mal bei E&C auch schon angesprochen, das ist wirklich die schäbigste Plastik-Rotary-Hop-Up-Kammer, die man kennt für 5 Euro oder 6 Euro. Aber das Ding funktioniert einfach brachial gut, muss ich sagen. Also gerade auch im Vergleich zu Syma mit ihrer Rotary aus Zinkguss, mit diesem Klicksystem, was teilweise sehr schwergängig geht, oder dann zum Beispiel auch VFC mit ihrer Rotary, was relativ loose dann geht. Da muss ich sagen, da ist diese E&C Out of the Box sogar eine der besten. Obwohl sie, wie gesagt, sehr, sehr günstig ist und komplett aus Plastik. Das Ding funktioniert einfach gut. Ihr habt also hinten das Rädchen dran, das läuft über einen O-Ring, es läuft nicht zu leichtgängig, ihr habt einen schönen Widerstand drauf, es läuft nicht über Klicks, sondern es läuft einfach stufenfrei und ihr könnt hier einfach sehr, sehr präzise euren Hop einstellen. Und das ist mit vielen anderen Out-of-the-Box-Hop-Up-Kammern leider nicht möglich. Also dementsprechend, ja, billigste Hop-Up-Kammer überhaupt, aber das Ding funktioniert echt erstaunlich gut, muss ich sagen. So, dann lasst uns mal noch kurz den Tensioner rausholen, denn natürlich auch hier verbaut Begadi wieder ihr eigenes Hop-Up-System und das habe ich euch vorhin schon kurz angesprochen. So, wartet mal, ich drücke den Tensioner einfach mal nach hinten raus. So, jetzt da. Habe ich euch vorhin schon angesprochen, es ist ein stinknormales Flybucking drin, also kein Short, sondern ein Standard Fly 5 mit 60 Shore und eben der passende Tensioner. Da müsst ihr aufpassen, das ist ein flacher Tensioner mit 2,5 mm Höhe. Wenn ihr hier einen mit 3 mm reinmacht, passt auf, die sind meistens zu hoch. Bedeutet, ihr bekommt in der Nullstellung schon bereits zu viel Hop drauf. Also aufpassen, falls ihr mal den verliert oder einen anderen braucht, ihr braucht einen flachen. Auf jeden Fall wichtig, 5 mm lang, bedeutet, ihr nutzt einfach diese Patchfläche innen drin vollständig aus und könnt dementsprechend auch problemlos 0,36 Gramm hoppen.
Jetzt habe ich euch aber vorhin auch schon angesprochen, ich hatte leider weder 0,4 Gramm noch 0,45 Gramm da. Bedeutet, ich konnte mit 0,36 schießen und bin dann auf 0,43. Denn es war, wie gesagt, das war der einzige Beutel, den ich jetzt noch da hatte von schwereren BBs. Und da kann ich euch sagen, 0,36 funktioniert hervorragend, also wirklich klasse. Schöner, konstanter Hop, wunderbare Reichweite, aber bei 0,43 Gramm, finde ich, geht dem Flybucking ein bisschen die Luft aus. Beziehungsweise die Luft nicht, aber die Reibung langt einfach nicht mehr. Bedeutet, bei 0,43, ihr könnt die problemlos hoppen, ihr benötigt aber relativ viel Druck dann. Und dann erzeugt ihr so viel Reibung, um diese schweren BBs zu hoppen, dass ihr dann wiederum relativ viel Energie, was heißt relativ viel nicht, aber ihr verliert einfach Energie. Bedeutet, wenn ihr standardmäßig, sage ich mal so, um die 2 Joule habt und ihr stellt einen Hop bei 0,43 ein, dann kann es passieren, dass ihr nur noch bei 1,85 bis maximal 1,9 liegt, da ihr einfach aufgrund der Patchfläche ein bisschen Reibung oder halt ein bisschen Druck verliert. So, wie gesagt, für 0,36 finde ich, ist die Bucking-Wahl hervorragend. Meine Überlegung allerdings wäre, wenn man wirklich noch höher gehen möchte, dann würde ich für meinen Fall persönlich sogar mal so ein MAG-Bucking probieren. Ich weiß, viele von euch finden die Flys besser, ich persönlich finde die MAGs besser. Also quasi ein R-Hop-Bucking. Und dann schön 0,4 Gramm BBs rein und dann funktioniert es im Regelfall sogar besser, meiner Erfahrung nach, wie mit dem Fly-Bucking. Wie gesagt, ist euch überlassen, wenn ihr so hohe Grammaturen verwenden wollt in dem Modell. Wie gesagt, vom Volumen langt es euch. Probiert das Fly, wenn ihr sagt, naja gut, der Streukreis oder die Reichweite fehlt mir ein bisschen, macht ein MAG rein, da bekommt ihr meistens nochmal 2, 3, 4 Meter mehr raus. Wie gesagt, da einfach die Patchfläche größer ist und ihr dementsprechend auch weniger Energie verliert bei eingestelltem Hop-Up. Aber so wie das Modell wieder out of the box kommt, wie gesagt, der Hop lässt sich im Vergleich zu anderen sehr, sehr präzise, sehr fein einstellen. Und auch wenn es eben, ja, wie gesagt, eine Plastik-Hop-Up-Kammer ist, funktioniert einfach. Wirklich, wirklich gut. Eine der besten Hop-Up-Kammern out of the box. Und das Ganze auch noch kombiniert mit einem guten Hop-Up-System bedeutet Bucking und Tensioner. Wie gesagt, 0,36 rein, Spaß haben, fertig. Und man muss nicht hergehen und jetzt großartig optimieren. So, natürlich müssen wir nicht großartig optimieren. Ich habe mir dennoch ein paar Gedanken gemacht, denn wenn jetzt jemand hergehen möchte und sagt, naja gut, das funktioniert schon, aber vielleicht will ich doch noch mal Geld in die Hand nehmen und möchte mir vielleicht eine CNC-Hop-Up-Kammer reinmachen, irgendwie eine Neptune oder eine Max oder eine Retro oder eine Gate, ist ja wurscht, werdet ihr leider sehr schnell feststellen, dass das out of the box nicht möglich ist. Denn eine kleine Besonderheit bei diesen E&C Hop-Up-Kammern, seht ihr, dass diese Flügel hier seitlich, welche im Outer arretieren oder in eurem Rohr arretieren, die sind hier deutlich länger. Die meisten Hop-Up-Kammer für AR-15 Modelle allerdings haben deutlich kürzere, ja, so Flügel oder so Flächen hier seitlich und dadurch bekommt ihr die zwar rein, aber die Hop-Up-Kammer wird nicht im Outer arretiert und kann euch dann innen drin hier rotieren oder wegdrehen. Das kann ich euch mal ganz kurz zeigen. Nehmen wir also mal an, wir wollen so eine Neptune oder eine Max verbauen. Wir nehmen übrigens die Original-Lauffeder her, denn die ist deutlich länger wie die Standardfedern, die bei den Hop-Up-Kammern dabei sind. Und stecken uns die jetzt einmal in den Receiver bzw. in den Outer rein. Dann werdet ihr feststellen, ja, das passt schon. Und wenn wir dann die Hop-Up-Kammer vordrücken, die arretiert dann hier vorne sauber im Outer, das passt ja und sitzt hier vorne sauber drin. Ja, theoretisch, aber aufgrund des großen Receivers sitzt die Hop-Up-Kammer weiter hinten. Bedeutet, die sitzt genau hier an der Position und diese seitlichen Flügel greifen nicht in den Outer. Bedeutet, die sitzt genau an dem Punkt dran, dass die ganze Hop-Up-Kammer frei rotieren kann. Und das funktioniert natürlich so nicht. Bedeutet, muss das Ganze arretiert werden. So, und natürlich, ich wäre nicht ich, wenn ich mir nicht so meine Gedanken dazu gemacht hätte, denn ich habe gestern Abend kurzerhand so einen kleinen Adapter hier angelegt. Ganz simpler 3D-Druckadapter aus Kunstharz gefertigt. Und da mache ich mir letztendlich einfach nur zu nutzen, dass diese beiden Kniften hier vorne sogar noch einen Durchgang für Kabel hätten. Bedeutet, die wären sogar front-wired geeignet. Dadurch haben wir genau hier unten so einen rechteckigen Durchgang. Und diesen Durchgang nehme ich einfach her, um den Adapter zu arretieren. Bedeutet, wenn der hier mal herschaut, das sitzt quasi hier, sitzt auch sehr passgenau übrigens drin, muss auch, na komm, geh raus. Wartet, gleich habe ich's. Na komm, geh raus jetzt. Oh, so, jetzt da, hier. Also wie gesagt, einfach nur dieser Adapter und ihr seht, der ist einfach
ja, der verlängert letztendlich nur den Outer. Bedeutet, die Hop-Up-Kammer liegt dann hier seitlich auf den Flügeln auf und kann dementsprechend nicht rotieren. Gleichzeitig wird sie natürlich hinten dann später von der Gearbox gestützt, damit sie nicht hoch und runter wackeln kann. Bedeutet, wir gehen einfach nur her, nehmen den Adapter und schmeißen den einfach mal in den Receiver rein. Nehmen also den Adapter und stecken uns den einfach hier vorne, wie gesagt, in diese Aussparung rein, wo normalerweise die Kabel reinkommen. Und wie gesagt, der sitzt sehr passgenau, bedeutet, den muss man richtig schön einmal nach vorne pressen. Und jetzt könnt ihr eben sehen, wie gesagt, der verlängert einfach nur den Outer. Und wenn wir jetzt die Hop-Up-Kammer vorschieben, dann liegt uns die genau hier unten auf den Adapter drauf und die kann euch nicht rumwackeln. Bedeutet, die wird einfach sauber gehalten, sauber zentriert und sitzt wunderbar drin. Jetzt werdet ihr euch denken, ja gut, wo bekomme ich denn den Adapter? Ich bin jetzt wie folgt verblieben. Ich habe jetzt insgesamt 20 Stück gedruckt, also eine Platte voll gemacht. Und die schicke ich auch wieder an Chris weiter. Bedeutet, wenn ihr schnell und zeitnah so einen Adapter haben möchtet, bekommt ihr den sehr kostengünstig beim Chris. Denn wie gesagt, ich habe die selber gedruckt, dementsprechend deutlich günstiger, wie wenn man sie drucken lässt irgendwo bei einer Firma. Also sehr günstig, 20 Stück verfügbar. Gleichzeitig habe ich die 3D-Druckdatei oder diese STL-Datei an Begadi weitergeschickt und Begadi prüft jetzt aktuell, ob sie das sogar fräsen lassen können. Bedeutet, vielleicht gibt es sogar irgendwann mal die Möglichkeit, diesen Adapter aus Aluminium zu bekommen. Rein theoretisch dürfte hier eigentlich keine große Belastung drauf kommen. Da müsste rein theoretisches 3D-Druckzeug halten. Aber wie gesagt, es könnte sein, dass Begadi das Teil eben irgendwann mal noch fräsen lässt. Wann genau oder ob es überhaupt zustande kommt, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, wie gesagt, ich habe den Adapter weitergeschickt. Vielleicht bekommt man auch irgendwann mal als Alu. Das wäre natürlich auch eine super Sache. Also wie gesagt, hier ja, ihr bekommt andere Hop-Up-Kammern rein, aber letztendlich auch wieder nur genauso wie bei VFC mit dem G28 oder mit dem M110 mit einem Adapter letztendlich. Aber wie gesagt, deutlich easier, nicht ganz so komplex wie von VFC, sondern einfach nur so ein ganz kleines, simples Bauteil. Wer sich ein bisschen auskennt und einen 3D-Drucker hat, der bekommt es selbstverständlich auch problemlos zu Hause alleine gedruckt. Gut Leute, das soll es für heute gewesen sein. Relativ umfangreiches Review zu diesen SMR17 und SMR28 Modellen. Ja, ich weiß, es ist für die ellenlang geworden, aber es sind zwei wunderschöne Modelle und ich denke, das ist so ein gewisses Highlight dieses Jahr, würde ich fast sagen. Gerade Preis-Leistungs-Verhältnis wahrscheinlich. Dementsprechend ein bisschen mehr Zeit genommen. Jedes Modell hat hier und da kleinere Unterschiede. Muss man halt alles ansprechen. Lässt sich leider nicht ändern. Die meisten werden wahrscheinlich eingeschlafen sein und haben die Hälfte übersappt. Egal, machen wir weiter abschließend mit meinem persönlichen Fazit. Beginnen wir erstmal bei den Pluspunkten. Sehr positiv wieder anzusprechen. Die Umsetzung und die Farbe hat E&C einfach wieder sauber gemacht. Genauso wie damals bei der SMR16 bzw. HK 416A5 war das dann wieder. Hier genauso geil umgesetzt. Also Farbton super beschichtet, das gepulvert, sieht klasse aus. Auch kein Farbunterschied zwischen Gehäuse und Vorderschaft, 1:1 identisch. Schön gemacht das Ganze, auch so Kleinigkeiten wie gesamtes Gassystem innen drin, Gasabnahme, wunderschön umgesetzt, passt perfekt. Also hier gesamte Umsetzung und Farbtreue oder realistische Farbe gebe ich mal einen Pluspunkt. Ich vergleiche das immer gern mit den Modellen, die nicht ganz so schön umgesetzt sind, zum Beispiel von Arcturus, welche waren das? Die Syma. Die Syma, die helle Variante davon von der 416A5. Das sah ja sehr fragwürdig aus. Also es war irgend so ein ganz heller Sandton, hat aber mit einem HK Perlgold oder mit einem RAL 8000 vom G28 nichts zu tun gehabt. Und hier, wie gesagt, hier wieder schön umgesetzt, das passt einwandfrei. Und dieses Perlgold, das kennt man einfach von HK, hat man sich daran gewöhnt. Schön umgesetzt, klasse, gebe ich einen Pluspunkt dafür. Nächster Pluspunkt, daher wir hier ja letztendlich eine 417A3 haben, also aktuelle Generation, hat man eben auch die gesamten Bedienelemente beidseitig vorhanden und diese auch beide mit Funktion. Also ihr habt den gesamten Bolt Catch oder Verschlussfang auf beiden Seiten, ihr habt den Feuerwahlhebel auf beiden Seiten und ihr habt auch den Magazinauswurf ebenfalls auf beiden Seiten. Und als kleines Gimmick, auch der Spannhebel oben hat eben diese Druckplatte ebenfalls links und rechts und dementsprechend das Modell vollständig Ambidex und dementsprechend auch für Linkschützen perfekt geeignet, gebe ich ebenfalls einen Pluspunkt dafür.
Der nächste Pluspunkt, natürlich dann auch hier Federschnellwechselsystem, sehr geil umgesetzt. Große Castle-Nut hinten drauf aus Stahl, schön gerändelt außenrum. Ihr braucht für das Federschnellwechselsystem nicht mal irgendwie ein AR-15-Tool. Ihr geht her, löst die Castle-Nut mit ein bisschen Schmackes, schraubt sie leicht an, Buffer-Tube reindrücken, weg, kommt ihr direkt hinten an den Spring Guide ran. Und dementsprechend könnt ihr die Modelle runterdrosseln, von mir aus auf 1,2, 1,3 oder könnt hoch auf 2,2 oder sowas. Dementsprechend wieder sehr flexibel und schnell auf das entsprechende Spielfeld einstellbar. Finde ich also klasse Federschnellwechselsystem und die daraus resultierende Flexibilität ein Pluspunkt. Nächster Pluspunkt auch von Begadi wieder EFCS und MOSFET-System drin. Das finde ich sehr geil, sehr, sehr gut. Heutzutage ein Must-Have. Habe ich euch bei der M110 angesprochen, bei VFC oder von Umarex, fand ich, war ein bisschen enttäuschend. VFC liefert das Modell international mit einem Gate Aster aus für $460 oder $470. In Deutschland bezahlt man 800 und ein paar zerquetschte und sie bauen nicht mal das Aster ein. Sowas geht heutzutage eigentlich nicht mehr. Wenn man wirklich das Ding auf dem Spielfeld gut betreiben möchte, keine Gearbox-Jam haben möchte, seine Akkuüberwachung braucht, damit die Lipos nicht abbrennen oder Tiefen entladen werden, braucht man einfach heutzutage ein EFCS-System. So, da ist es drin für 550er oder 600, da hinten für 850 ist es nicht drin. Finde ich schade, hier sehr positiv EFCS und MOSFET-System. Ein weiteres Highlight oder ein sehr großer Pluspunkt meiner Meinung nach bei den beiden Modellen, was E und C einfach super überlegt hat oder super kombiniert hat, ja, V2.5 Gearbox, 19 Zahnsystem, großer fetter Zylinder drin, langer Zylinder drin und dementsprechend auch bei der großen SMR 28 mit 440 mm Lauflänge habt ihr einfach ausreichend Luft und Volumen drin, um auch schwere BBs vollständig durchpusten zu können. Und euch geht nicht irgendwo da hinten die Luft aus und ihr verliert einen Haufen Energie. Nein, je schwerer ihr geht von den Kugeln, desto mehr Energie bekommt ihr raus. Und es zeigt euch einfach, da ist Druck da ist Volumen da ist Luft da, das Zeug wird durchgeschoben. So muss es sein. Also sehr, sehr geil. Volumen und V2.5 Gearbox ebenfalls ein Pluspunkt. Der nächste Pluspunkt ist dann das gesamte Hop-Up und nicht nur das Bucking und der Tensioner, sondern auch die sehr günstige Hop-Up-Kammer. Es ist wirklich, wenn man als Ersatz die Hop-Up-Kammer mal sucht, die kostet irgendwas mit 5 oder $8 oder sowas. Also eine sehr günstige Polyamid-Hop-Up-Kammer. Aber die tut einfach out of the box, was es soll. Die lässt sich sehr, sehr fein und präzise einstellen. Sie ist nicht zu loose, dass sich irgendwie das Rädchen auf Dauer verstellt. Das funktioniert also out of the box wirklich klasse, sehr fein zum Einstellen. Und dann auch von Begadi eben wieder so ein Fly-Bucking drin mit dem passenden Tensioner. Ihr könnt 0,36er reinstopfen. Ihr könnt auch 0,4 Gramm BBs mit dem Hop-Up-System hoppen. Das funktioniert. Wie aber am Anfang angesprochen, das geht alles. Ihr verliert aber dann, da ihr ein bisschen viel Druck mit dem Bucking braucht, verliert ihr halt ein kleines bisschen Energie. So 0,1 Joule oder sowas bei eingestellten Hop. Würde man jetzt hergehen und würde sich einfach noch ein R-Hop-Bucking reinstopfen von mir aus, dann wäre die Energie gleichbleibend. Aber die Hop-Up-Kammer selbst ist einfach hervorragend. Bedeutet ja, es wäre eine Neptune, wäre zwar kompatibel mit einem Adapter, habe ich euch gezeigt, aber auch heute würde ich wieder sagen, lasst die Hop-Up-Kammer drin, lasst das Hop-Up-System drin und haut durch das Ding wirklich mal 500, 600 oder vielleicht mal 2000 Schuss durch. Und dann, wenn alles eingeschossen ist, dann könnt ihr immer noch überlegen, ja, ich möchte vielleicht noch mal 70 € in die Hand nehmen, ich möchte vielleicht eine bessere Hop-Up-Kammer rein. Okay, dann macht's, aber meiner Meinung nach out of the box absolut nicht nötig. Also Hop-Up ein Pluspunkt. So, nächster Pluspunkt, hört sich echt mega dämlich an, aber ja, muss ich einfach geben, Kostenersatzmagazin sind 19 €. Warum gebe ich den Mist überhaupt auf? Ja, natürlich, 19 € ein Ersatzmagazin, 90 € ein Ersatzmagazin, was im Einkauf vielleicht $8 kostet oder $10. Also da total übertrieben, mega teuer. Hier 19 € für ein Ersatzmagazin, das lasse ich mir eingehen, das ist vollkommen in Ordnung. Also Ersatzmagazin kosten und wie gesagt, die Magazine sind auch sehr, sehr schön nachgebildet und die feeden einfach 1A. Dementsprechend Magazin und Magazinkosten ein Pluspunkt.
So, der letzte Pluspunkt auf meiner Liste ist dann, was habe ich mir notiert? Motor. Der letzte Pluspunkt ist der Motor. Hier auch sehr schön kombiniert von Begadi. Jetzt der 28K Mamba drin. Und da habe ich euch gesagt, oder wer auch die Tabelle gesehen hat auf Patreon, wo wir den mal durchgemessen haben, der 28K ist im Vergleich zum 30K deutlich effizienter. Er wird nicht so schnell heiß und er zieht geringere Ströme. Bedeutet ja, diese 2000 Umdrehungen weniger, die merkt ihr so oder so nicht vom Zyklus. Aber dafür bekommt ihr mehr Schuss raus, ihr könnt ein bisschen schneller triggern, ohne dass der Motor recht heiß wird und die Akkus werden es euch einfach danken. Also hier eine sehr, sehr schöne Kombination, muss ich sagen. Der 28K Super High Torque mit Neodyms in Kombination von 18:1 Gears mit 19 Zähnen. Ihr merkt also nicht mal, dass ihr überhaupt ein 19-Zahn-System drin habt. Das Ding triggert sich genauso wie ein sehr schnelles 18:1er mit einem 16-Zahn-Sektor-Gear. Also schön kombiniert, guter Motor. Und der Motor kostet, glaube ich, einzeln schon, was kostet das Ding? 40 Euro oder sowas, 45 Euro. Ist hier direkt wieder out of the box drin. Finde ich einfach klasse, gebe ich einen Pluspunkt dafür. Guter Motor, out of the box. So. Jetzt gibt es noch 3 Neutralpunkte, die ich ansprechen möchte. Der erste Neutralpunkt auf der Liste, besonders in Bezug auf die SMR28, das habe ich euch gezeigt, der Schaft hinten wackelt mir standardmäßig auf der Buffer-Tube ein bisschen zu stark. Bedeutet, da hat man das gleiche wie bei vielen AR15 Modellen, dass einfach da hinten ein bisschen viel Spiel drin ist. Und das geht besser, da hätte entweder E&C das ein bisschen passgenauer fertigen können oder von den Toleranzen ein bisschen enger fertigen können. So ist es jetzt der Fall. Es ist nichts Gravierendes, weil ich habe es euch gezeigt, ihr macht einfach 2, 3 Lagen ISO-Band rum wie bei einer AR15, dann wackelt da nichts mehr rum, aber ich finde es schade, out of the box, dass man es machen muss. Also da fand ich die Passgenauigkeit bei VFC deutlich, deutlich besser. Also hier ein bisschen viel Spiel im Schaft drin. Und dementsprechend kommt man eigentlich nicht drum rum, mit ein bisschen ISO-Band hinten auf der Tube das Ganze ein bisschen zu fixieren, damit es eben nicht so stark rumwackelt. Finde ich ein kleines bisschen störend. So, und dann der nächste Neutralpunkt, das habe ich euch gerade angesprochen, ja, oder auch gezeigt, mit dem Adapter, den ich angelegt habe, würdet ihr andere Hop-Up-Kammern reinbekommen. Vermutlich auch eine Max oder eine Retro oder was ihr bevorzugt, ist mir Latte. Auf jeden Fall geht es, aber out of the box wieder nicht. Bedeutet, wer keinen Adapter anlegt oder nicht meinen Adapter hernimmt oder selber sich irgendwas einfallen lässt, bekommt hier standardmäßig gar keine besseren Hop-Up-Kammern rein. Also wollt ihr unbedingt eine Max haben, ja, dann braucht ihr einen Adapter. Wollt ihr eine Retro-Arms, braucht ihr einen Adapter. Wollt ihr eine Neptune, braucht ihr einen Adapter. Also ihr seht schon, ein bisschen schade, da hätte vielleicht auch E&C ein bisschen mitdenken können und hätte den Outer direkt nach hinten einfach länger ziehen können. Dann wären auch problemlos alle anderen Hop-Up-Kammern auf dem Markt für AR15-Modelle ohne Adapter möglich gewesen. Finde ich ein bisschen schade. Gleiches Problem wie bei VFC. Man braucht halt wieder einen Adapter, um andere Hop-Up-Kammern reinzubekommen. Kleiner Neutralpunkt. So, und der letzte Neutralpunkt auf meiner Liste ist auch wieder bezogen auf die SMR28. Das ist wieder das Design der Mündungsbremse hier vorne. Das sieht zwar immer recht schick aus, wenn das so stark aufgefräst ist. Dadurch ist es aber eine Stimmgabel. Dementsprechend, wenn ihr dann schießt, habt ihr immer vorne so ein kleines Klingeln vorhanden. Finde ich persönlich ein kleines bisschen störend. Dem einen oder anderen gefällt's. Okay, dann lässt es dran. Ansonsten wegschrauben. Wie gesagt, 14 mm Linksgewinde, andere Mündungsbremse hinmachen, dann klingelt da nichts mehr. Hätte E&C vielleicht auch gleich direkt die hier nehmen können von der SMR17. Dann hätte da nichts rumgeklingelt. Also auch hier ein kleiner Neutralpunkt, das Klingeln, das stört mich einfach ein kleines bisschen. Ich weiß, ich bin da wieder ein bisschen vielleicht zu kritisch, aber mich stört es einfach ein bisschen. Gebt mal einen kleinen Neutralpunkt, dem einen stört es, den anderen halt nicht. So, und das soll schon gewesen sein. Preis-Leistungs-Verhältnis könnt ihr euch ja zusammenrechnen, finde ich in Ordnung. Bedeutet gerade so diese SMR17, die liegt gerade mal 20 Euro über einer EC25. Dafür, was man alles bekommt, finde ich das vollkommen in Ordnung. Bei der SMR28 für 5,99 bzw. 600 Euro ohne Teamrabatt finde ich auch vom Preis-Leistungs-Verhältnis in Ordnung. Man hat aber nicht wirklich was, womit man es vergleichen kann. Also mit was würdet ihr jetzt das Modell vom Preis-Leistungs-Verhältnis, was würdet ihr dagegen stellen? Das fehlt mir aktuell ein bisschen. Mit einer VFC würde ich es jetzt nicht unbedingt vergleichen. Obwohl, könnte man eigentlich machen, oder?
Ist zwar ein bisschen fies, aber wir machen es trotzdem mal, weil es gibt auch Punkte, die finde ich bei VFC besser. Mein Gedanke dahinter wäre jetzt zum Beispiel diese SMR 28 im Vergleich zu einer 110er von VFC ist natürlich von der technischen Seite und von der spielerischen Seite, was das Hop-Up angeht, was das Federschnellwechselsystem angeht, EFCS-System, MOSFET, da ist natürlich die SMR 28 bei weitem überlegen. Da brauchen wir gar nicht drüber meckern, natürlich, oder uns gar nicht drüber unterhalten, bei weitem überlegen und kostet auch noch deutlich weniger wie die VFC-Variante. Wer jetzt aber Liebhaber ist und auf kleine Details und Markings achtet, der kommt an der VFC nicht vorbei. Natürlich, wollt ihr HK-Markings haben, könnt ihr vergessen. Natürlich, kein Lizenzmodell, keine HK-Markings drauf. Es ist auch keine M110, denn ihr habt den Forward Assist hier drauf. Auch das wird gewisse Leute, die einfach HK-Fans sind und auf sowas Wert legen, werden sagen, nee, ist ja keine HK. Ja, natürlich. Also ihr seht schon, man muss ein bisschen abwägen, für wen ist das Modell jetzt was. Für den richtigen Sammler und HK-Fan, da sehe ich die Modelle nicht. Aber wer einfach ein geiles Spielgerät haben möchte und halt ein HK-ähnliches Modell haben will oder sowas und einfach von der technischen Seite seine BBs rausrotzen will, ohne nochmal Unmengen an Geld reinzustecken, genau hierfür sehe ich das Modell. Und sind wir ehrlich, ob ihr dann so ein Modell euch herrichtet für 1200 € und das Modell fliegt euch runter und hat Kratzer drin, da heult ihr deutlich stärker wie bei so einem Modell. Also ich zumindest. Nee, wie gesagt, es gibt sicherlich Leute, die sagen, nee, ich bleibe bei VFC, vollkommen in Ordnung. Es gibt aber sicherlich auch Leute, die einfach nur einen Spaß haben wollen und ein bisschen weniger Geld ausgeben wollen, die greifen halt dann zu sowas. Gut, Leute, das soll es jetzt gewesen sein. Wollt ihr noch irgendwas ergänzen zu diesem Review? Habe ich noch irgendwas vergessen anzusprechen oder wollt ihr sogar irgendwas korrigieren? Liebend gerne Kommentarfeld verwenden. Wenn euch das Video gefallen hat, Like, Abo und vielleicht eine Mitgliedschaft auf Patreon dalassen. Würde mich mega drüber freuen. Und wir sehen uns dann nächste Woche zum nächsten Video. Bis dahin, macht's gut.